So, wir kennen den Spaß. Wir brauchen als erstes ein neues PyCharm-Projekt und ich werde hier einfach mal mit Python 3, was nehmen wir? 3.11 nehmen wir und in einem anderen Ordner. Den habe ich mal ganz kurz eingerichtet. So, okay, wir bauen uns das Projekt und jetzt switchen wir schon direkt rüber zu ChatGPT. So, und so will ich das eigentlich für den Rest des Videos ungefähr lassen vom Layout, damit wir beides jeweils nebeneinander haben. Und was wir jetzt machen, ist, wir sagen als erstmal, was wir tun wollen. Lass uns ein Python-Projekt erstellen. Ich möchte Pacman programmieren. Was muss ich dazu tun? Nenne Schritte. So, wir machen das wirklich relativ basic und noch gar nicht direkt nach Code fragen, sondern erstmal so generieren lassen. Okay. Das ist schon mal sehr gut. Das sind die Schritte. Also erstmal Spiel verstehen. Gut, das sollte bei Pacman jetzt nicht das Problem sein. Planen. Dazu haben wir hier unten schon einige Hauptklassen, nämlich Pacman, Ghost, Game, Level und Wall. Das ist super. Dann Tools auswählen. Die Liste ist nicht abschließend. Sie können feststellen, dass sie... Ja, genau. Gut, dann machen wir weiter und machen tatsächlich mal Schritt 2 einfach tatsächlich. Plane bitte das Projekt für mich. Entwirf Klassen, Funktionen, Attribute und Methoden und natürlich deren Interaktion. Oh, das ging schneller als ich dachte. So war das eigentlich. Ja, gut. Gut, also das überspringt eigentlich schon. Das überspringt schon Schritt 3, weil wir eigentlich noch darüber diskutieren wollten, welche Tools wir verwenden. Aber gut, ja, da habe ich wohl ein bisschen schlecht nachgefragt. Hätte ich vielleicht vorher konkret machen können. Aber hey, das ist okay. Das ist direkt schon Game Object. Das ist unser Feld, I guess. Ja, das sieht nach unserem Feld aus. Dann haben wir Movable Object. Was ist Movable Object? Nee, das ist eine... wir machen sogar mit Vererbung. Oha. Okay. Dann haben wir Movable Object, das heißt Dinge, die sich bewegen können. Das wird wahrscheinlich Pacman und Ghost sein. Alter. Haben wir einmal Pacman ist ein Movable Object, was wiederum ein Game Object ist, was also X und Y hat und sich bewegen kann. Move hat ein Pass drin, aber wir haben hier Move nicht implementiert. Ist alles nur mit Pass drin. Okay. Eat Pallet, Pass. Implement the logic for eating a pallet. Okay. Dann haben wir Ghost, dann haben wir Pallet ist wahrscheinlich dieses zum Essen. Ne? Power Pallets kenne ich nicht. Scheiße. Das ist natürlich schwierig. Aber ich nehme an, dass Power Pallet eins dieser super... ja, das ist dieses Super-Objekt. Okay, gut. Dann haben wir eine Wall, wo wir nicht lang können. Das ist ein Game-Object, aber kein Movable Object. Der Ghost ist ein Movable Object, Pacman ist ein Movable Object, Pallet ist keins, Power Pallet ist ein Pallet. Also die können sich nicht bewegen, die anderen beiden können sich bewegen. Und das Game selber hat eine Level, Score, Pacman, startet bei 005, Ghost, Pallet. Geil. Okay. Ja, das sieht gut aus. Das ist ein sehr guter Startpunkt. Den nehmen wir. Allerdings ungern hier alles rein. Sondern wir machen das mal in verschiedene Klassen. Jetzt brauche ich tatsächlich doch das hier wieder. Also, das ist, was wir hier haben, ist Game. Dann brauchen wir Pacman. Wall brauchen wir. Wall. Dann brauchen wir Power Pallet. Also man macht das eigentlich so, dass man das aufteilt. Ne? Power Pallet, so hieß das, oder? Ja, Power Pallet. Dann haben wir Pallet. Ich weiß nicht, ob wir da tatsächlich überhaupt noch was dran ändern müssen. Die sehen eigentlich schon ganz gut aus. Weil sie müssen gegessen werden können. Dann haben wir Class Ghost. Das ist Ghost. Dann haben wir Pacman. Dann haben wir Movable Object und Game Object. So, und wo wird jetzt hier Pygame verwendet? Noch nirgends, ne? Und in Main sollten wir eigentlich alles soweit kombinieren. Gut, dann machen wir das hier mal wieder weg. Ich brauche hier ein bisschen mehr Platz. Bisschen zumindest. Normale Menschen würden hier mit mehreren Bildschirmen arbeiten, aber ich will euch ja alles zeigen, ne? Gut, dann machen wir das eher so, dass wir das ignorieren und dann immer hier draufklicken. Okay, wir brauchen in Game auf jeden Fall Pacman, klar. Brauchen Ghost. Wo haben wir noch? Ghost is not callable. Oh, Ghost is not callable. Brauchen natürlich Movable Object. Ja, ich bin doof.
from Pacman import Pacman und from Ghost import Ghost. So, jetzt ist es besser. Dann importieren wir hier auch nochmal GameObject. Game hat alles. GameObject hat alles. Ghost hat alles. Main hat nichts. Power Palette haben wir. Wall haben wir. Okay, wir haben alles. So, sehr schön. Das ist ein super Starting Point, muss ich sagen. Das ist, glaube ich, das sieht gut aus. Okay. Und den Zustand der Geister verfolgen. Normal oder verängstigt. Oder Methoden, um den Level zu verändern. Oder das Spiel zu speichern, wiederherzustellen. Den brauchen wir nicht. Okay. Verfasse nun bitte eine Main-Methode, die das Spiel startet. So, Game ist gleich Game Level 1. Okay, das heißt, wir wollen hier mehrere Level drin haben. Der kennt aber seine Level noch nicht. Game Level, genau, hier Level. So, aber wir haben keine Ahnung, wie ein Level aussieht, ne? Wir machen auch noch nichts im Endeffekt. So, Game Start. Hauptschleife ist while true for event in Pygame event get. Wenn der Event sagt quit, dann raus. Ansonsten, wenn wir Key down machen, bewegen wir uns hoch. Wenn wir abdrücken, wir bewegen uns runter. Ja, okay, das ist richtig. Game Update, Game State. Pygame Time Delay 100. 100 ist viel, aber okay. Gut, ich meine, das ist Pac-Man, ne? Brauchen wir jetzt nicht die höchste Framerate dafür. Okay, das ist unser Main. Cool. Und das ist sogar schon tatsächlich alles, was wir hier drin haben. Import Pygame. Hallo? Habe ich das noch nicht installiert für diese Version? Das habe ich noch nicht installiert für diese Version. Ja, Mensch. Das ist tatsächlich sehr gut gelaufen. Also ich habe jetzt hier mal auf 3.10 umgestellt, ganz kurz. Und das sieht gut aus. Jetzt brauchen wir hier natürlich noch das Game. Und wiederum Game importiert eigentlich quasi alles andere. Das heißt, in Game fassen wir quasi alles zusammen und sagen hier einfach nur, yo, übergib mal bitte an Game alles, was du brauchst. Also, ne? Also hier in Main sagen wir, okay, wenn irgendwas ist, dann sagen wir hier game.pacman.moveUp. Wäre eigentlich geiler gewesen, wenn wir das kapseln, quasi, dass wir sagen, hier game.moveUp oder so. Aber können wir auch so machen. Das ist okay. Der kann moven, weil es ein Movable Object ist, richtig? Das kann Movable Object, genau, move. Das ist sogar die richtige Funktion. Das ist echt cool. Okay, super. Ja, okay, jetzt brauchen wir natürlich noch die ganzen einzelnen Methoden hier, beziehungsweise die einzelnen Funktionen, dass die auch irgendwas tun. Start, Pause, etc. macht ja noch gar nicht. Wir haben auch noch kein Level. Wir sagen hier erstmal, schreibe bitte das Level 1 nun. Schreibe bitte nun das Level 1. So. Formulierung. Aha, okay. Also wir machen also eine neue Klasse für das Level, damit wir uns ein Level aufbauen können aus Zeichenketten, aus 2D-Objekten. Das ist eigentlich auch so das, was man normalerweise macht. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob es uns eine funktionierende Pac-Man-Map aufbaut. W wird wahrscheinlich für Wall stehen. P, weiß ich nicht genau. P könnte für Pac-Man stehen, weiß ich nicht. Punkt wird wahrscheinlich für frei stehen. G ist für Mitte. Nee, P steht nicht für Pac-Man. Ich weiß nicht, was gibt es denn alles für Pac-Man-Sachen? Moment, muss ich kurz googeln. So, also das ist eine Pac-Man-Map ungefähr. Wo man hier natürlich an der Seite diese ganzen Dinger erkennen kann. Das sind Walls, das ist eine Wall, das ist eine Wall. Aber ich weiß nicht genau, was der Rest sein soll. Wall, der baut direkt Pallets drauf. Okay, Pallets. G ist Ghost und Punkt ist Empty Space. Und wo steht Pac-Man? Pac-Man initialisiert sich selbst einfach auf 005. Und Ghost initialisiert sich aber selber auf verschiedene Positionen. Ich bin gespannt, ob das zusammenhängt, ey. Ansonsten müssen wir hier noch irgendwas fixen, ne? Stimmt, die haben ja Namen. Red, Blue, Pink und Orange. In einem Spiel, genau. Okay, beachten Sie, dass die Position sehr einfach ist. Wir nehmen einfach den Index, genau. Main Level. Okay, wir müssen sogar noch ändern hier. Mensch. Gut. Dann brauchen wir hier also Level gleich Level? Nee. Level erstellen wir doch in Game. Wir erstellen hier sogar ein Level, oder nicht? Okay, dann gut. Wenn ChatGPT das sagt, dann machen wir das hier unten rein. Game.update. So, Game Start. Das heißt, wir packen hier einfach, zeichnen das Level rein. Okay. Wenn ChatGPT das sagt, dann machen wir das. So, Copy Code. Ich lasse mich da jetzt einfach mal drauf ein. Einfach mal zum Ausprobieren lasse ich mich da drauf ein.
Ach so, okay, wir nehmen hier ein... Das ist nicht doppelt gemoppelt, dass wir hier quasi im Game alles erstellen und im Level? Ich meine, das ist ja nur zum Zeichnen, oder? Finde ich schwierig. Okay. Ich sage jetzt einfach mal Folgendes. Ich übergebe hier einmal Game rein. Mal gucken, ob das funktioniert. Import Wall, Import Palette, Import Ghost. Wie war das? Ja, okay, haben wir. So, einen Main. Achso, ja, Level ist ja noch gar nicht erstellt. Ja eben, weil es in-game erstellt wird, oder nicht? Ah, nee, weil ich doof bin, weil ich es vergessen habe. So, hier. Okay, und Level brauchen wir als Import. Genau. Und Level.draw braucht das Game. Das muss ich natürlich ChatGPT mitteilen. Ich habe die Signatur der Methode, Draw von Level angepasst, da ich die einzelnen Klassen aufgeteilt habe. So, okay. Jetzt müssen wir vielleicht noch kurz sagen, wie wir es angepasst haben. Okay, das nächste, was wir bauen, was brauchen wir denn noch? Jetzt müssen wir nur noch die Funktion eigentlich... Also wir haben jetzt ein Level. Das Level sollten wir zeichnen können. Aber das Level sieht noch nicht gut aus, wenn es gezeichnet ist, oder? Ja, das wird nicht funktionieren. Füge nun bitte Code ein, der das Level für Pygame visuell erstellt. So, gut. Und an der Stelle mache ich eine kurze Pause, denn ich habe gerade einen Termin in 3 Minuten und mache nachher weiter, genau an dieser Stelle. Ich lasse alles genauso auf, es wird halt nur das hier fertig sein am Ende. Gut, bis gleich. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier den Code, um das Ganze zu zeichnen. Wir haben in der Klasse Pac-Man was. Machen wir mal kurz hier rein. Das ist einfach die Color, die wir hier festlegen, dass es denn gelb ist. Das ist okay. Dann haben wir bei Ghost 3 Colors. Das ist okay, je nachdem, was für Namen die Ghosties haben. Das ist okay. Dann haben wir bei Palette ein weißes Palette. Okay. Das fügen wir hier auch mal ein. Wir haben ein hellrosa Power Palette. Das natürlich, das natürlich ein normales Palette ist. Steht sogar hellrosa dabei, finde ich süß. Die Walls sind blau. Stimmt, die sind, glaube ich, im Original auch blau gewesen, ne? Alright. So, und jetzt können wir in der Draw-Methode in der Level-Klasse Code hinzufügen, um die Objekte auf dem Bildschirm zu zeichnen. Cell Size haben wir aber noch nicht festgelegt. Das wird nicht funktionieren. Das sehe ich jetzt schon. Das wird nicht funktionieren. Okay, also wir machen das hier mal. So. Pygame habe ich aber importiert. Was ist denn jetzt schon wieder mit Pygame? Ah. Achso, ja, in Level habe ich das nicht drin. Ja gut, dann importieren wir hier auch noch Pygame. Ist okay. So, Pygame. So, und jetzt haben wir Cell Size hier immer noch nicht dabei. Repräsentiert die Größe jedes Spielobjekts. Sie können die Größe dieser Variable an Ihren geeigneten Code in Ihrem Code einfügen, abhängig von der Größe. Okay, dann schreiben wir jetzt mal dazu. Erstelle, fette Finger, sorry. Erstelle bitte Code, um Cell Size richtig einzubauen. Allen Stellen. Natürlich, lassen Sie uns Cell Size in unsere Codebasis einfügen. Perfekt, okay, das ist gut. So, Cell Size gleich 20. Wo packe ich das hin? Jetzt werden wir Cell Size in unserem... bin ich jetzt nur bedingt Fan von... Ich glaube, ich würde Cell Size fairerweise einfach echt in so eine Globals reinpacken. Und dann importieren wir Cell Size in Game Object. Moment. Ach so, um die Position der Zelle anstelle von Pixeln zu akzeptieren und multiplizieren diese Position dann mit Cell Size. Aber das macht keinen Sinn. Nee, halt, stopp. So wollte ich das nicht. Ah, wobei doch, vielleicht brauchen wir das. Ja, okay. Dann brauchen wir das vielleicht doch. Importieren wir einmal kurz hier Cell Size. Import Global Cell Size, genau. So. Dann in Movable. Das wäre in Init, wo wir das reinpacken. Das hier, Self Speed, Cell Size, okay. Import Globals. Gut. Und in Draw selbstverständlich. Genau. So, for XY
Moment. In Draw. Ist das in der Level, ne? For Y Row, X Cell in Enumerate Self Grid, Enumerate Row, Position ist Cell Size. Aber ansonsten ändert sich ja hier nichts, oder? Jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert. Weil jetzt sollten wir ja eigentlich schon in der Lage sein, das zu starten am Ende. Main sagt mir Level, Game Width, Game High. Haben wir bei Game schon die Möglichkeit, sowas zu tun? Level Grid 0. Ja, ich habe Level noch nicht initialisiert. Stebbert. So. Und jetzt importieren wir hier noch. So. Okay, aber Width wird ja noch gar nicht unterstützt, ne? Rest der Hauptschleife. Okay, dann müssen wir hier erstmal noch die Game Width und Game Height anpassen. Modifiziere bitte die Klasse Game, sodass sie Width und Height auch wirklich als Parameter akzeptiert. Hoffentlich hat er die nicht schon wieder vergessen. Das wäre super ärgerlich. Natürlich, lassen Sie uns die Klasse Game modifizieren. Okay, Self-Screen. Aha, jetzt wird's langsam. Gut. Ja, okay. Oh, jetzt hat er die Ghosts weggelassen. Weil die Ghosts an... Hauptschleife hier. Hauptschleife? Diesem Code wird Pi... Okay, also jetzt hat er auf jeden Fall die Ghosts weggelassen. Nee, er hat einfach gesagt, Ghosts sind leer. Okay. Interessant. Gut, probieren wir. Hat er jetzt angepasst. Das ist ja jetzt ein kleines Refactoring schon fast. So. Ach, jetzt brauchen wir hier auch Pygame. Na gut, dann importieren wir hier halt auch Pygame. Gut, ist in Ordnung. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das jetzt sollten wir eigentlich keinen Fehler mehr drin haben. Run. Bin mal gespannt, ob wir irgendwas sehen. Wir sehen, dass wir nichts sehen. Gut, dann müssen wir jetzt mal reingucken, was hier passiert ist. Achso, ich habe Game Draw. Warum genau habe ich Game.Draw? Weil Game noch gar kein Draw hat. Die haben auch gar nicht gesagt, dass wir Game Draw machen, ne? So, also wir machen hier erstmal die ganzen Kommentare aus. Das brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr, weil wir Level drawn. Aktualisieren Sie den Game State. Das machen wir, nachdem wir es gezeichnet haben, das ist okay. Dann zeichnen Sie das Level Draw und starten Sie das Spiel. Und anschließend machen wir Moment. Doch, das geht bis nach da unten. Aber wir drawen ja immer nur hier oben einmal. Ich muss ja eigentlich da unten drawen immer. So, Level Draw. So, eigentlich sollte das so, glaube ich, aussehen, weil ansonsten zeichnen wir es ja nur einmal und dann war's das. Game.Update GameState tut halt nichts. So. Und Level kennt Game, aber Game kennt Level nicht. Das ist eigentlich Käse. Was macht die Draw-Funktion eigentlich hier drin? Das macht gar keinen Sinn. Eigentlich macht das überhaupt keinen Sinn. So, also wir moven das jetzt mal in Game rein, damit wir hier auch wirklich Game Draw haben. Hier habe ich Cell Size noch gar nicht. Okay. Cell Size, dann haben wir hier Wall, dann haben wir Palette. Okay, so. Und eigentlich brauche ich hier jetzt natürlich auch kein Game mehr übergeben, sondern das Level. Das wäre dann Self. Self. Okay. Self.grid wäre dann Level.grid. Und in Enumerate Row wäre das hier. Genau, dann haben wir eigentlich schon das Level. Und damit übergeben wir genau das andere. So, jetzt haben wir es quasi umgeschrieben. Jetzt haben wir hier kein Level.draw mehr, sondern wir haben ein Game.draw. Weil das auch von der Abhängigkeit viel mehr Sinn macht. Und jetzt muss ich hier natürlich das Level übergeben. Eigentlich sollte das Level auch an das Game übergeben werden. Grundsätzlich. Also ich verstehe nicht genau, warum wir das hier nicht reinpacken. Ja, hier, schau mal. Hier haben wir doch ein Level. Self.Level ist gleich Level. So. Das heißt, wenn wir das Game erstellen, bauen wir uns ja sogar schon das Level. Dann geben wir doch hier einfach Level rein. Und dann brauchen wir ja auch keine Grid Size mehr. Weil Level.Grid 0 ist ja schon meine Game Width. Das heißt, ich kann das einfach errechnen im Konstruktor. So, dann brauchen wir die hier nämlich nicht mehr. Tada. In Game Width. Da. Game Width.
Und das wäre dann self.width und self.height. Level.grid 0 von my cell size. Und genau. Hier haben wir nochmal Height. Achso. Richtig, das ist die alte. So, raus damit. Okay, das sieht schon mal sehr viel besser aus. Jetzt haben wir hier ein bisschen die Abhängigkeiten aufgelöst. Und Level ein bisschen entschlackt. Das ist unser Level 1. Und aktuell würde ich sagen, reicht uns auch ein Level. Aktuell kann das aber noch nichts. Und wir brauchen hier auch tatsächlich gar nichts davon. Diese ganze Cell-Size-Kacke hier, die brauchen wir eigentlich nur, damit wir es zeichnen können. Eigentlich bin ich nicht mal Fan davon, das hier direkt einzubauen, wenn ich ehrlich bin. Wir müssen es jetzt gleich noch irgendwie wieder zurückgeben an ChatGPT, damit wir das auch hinkriegen. Ja, hier, ne? X und Y haben wir ja sogar. Benutzen wir das irgendwo mal, jemals? Ist okay, können wir machen. So. Also die Game-Klasse braucht ja auch Pygame, das brauchen wir nicht in Level drin haben. So. Okay. Und dann haben wir Game als Level definiert. Und können hier mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Das ist sehr klein. Wir haben nirgendwo definiert, wie groß das Fenster ist, ne? Hier brauchen wir eigentlich auch keine Cell Size mehr. Schön! Einige Abhängigkeiten weg. Cool. Finde ich gut. Jetzt müssen wir aber beim Draw natürlich noch irgendwie zeigen, wie groß das Ding sein soll. Wo mache ich das denn? Das mache ich sicher nicht hier. Das werde ich hier oben irgendwo machen. Gut, dann machen wir da weiter. I edited. Oh, wir waren auf Deutsch, ne? Ich habe den Code etwas geändert. Bitte erstelle mir den Setup-Code für das Pygame-Fenster. Also wir haben jetzt quasi das Setup, Import Pygame. Was ist das jetzt? Das ist die Hauptschleife vom Spiel. Ja, das brauchen wir aber nicht. Display Flip. Ah, hier, genau, okay. Oh, unten brauchen wir Pygame Quit dann. Wenn wir das so einmal einrücken, genau nach der... Was ist das? This code is unreachable. Naja, achso, ja, weil wir hier Return drin haben. Das sollte eigentlich ein Break sein. Brack! Man kennt es, das Brack. So. Wenn wir Quit drücken, dann machen wir hier... Eigentlich können wir es auch so lassen, wir brauchen kein Pygame Exit. So, Return. Gut, dann ist dieser Code weiterhin unreachable, das ist in Ordnung. Running ist gleich false. Wäre halt wahrscheinlich die cleanere Variante, ne? Na gut, machen wir. Running ist gleich false. So, running ist gleich true und while running. Das machen wir so. Jetzt ist es nicht mehr unreachable. Wunderschön. Und jetzt müssen wir hier oben noch einmal alles initialisieren. Das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht. So, Pygame init, Window Height 800, Window Width, andersrum. Dann Window ist gleich Pygame Display Set Mode Window. Benutzen wir das Window irgendwo? Das ist einfach intern für Pygame. Das weiß ich tatsächlich gerade gar nicht. Müsste ich nachgucken. Pygame Display Flip. Das machen wir. Wo machen wir das? Machen wir doch eigentlich. Das Draw machen wir doch eigentlich erst da unten, oder? Display Flip. So. Okay. Dann nochmal ausführen. Mal gucken. Aha! Oh ja! Cool! Leute, wir haben das erste. Es ist zwar furchtbar hässlich, aber es ist da. Aha. Warum genau ist das blau? Warum ist der... Ist ein Walls blau? Haben wir Walls blau gemacht? Ja, Walls sind blau. Also erstmal machen wir alles ein bisschen größer. Meine Augen sind zu schlecht für sowas. Und zwar, wo haben wir sie? Globals. Cell Size auf... Ich glaube, wir können doppelt so groß gehen. Machen, oh, nicht 400, das wäre ein bisschen zu viel. Machen wir doch mal Cell Size auf 40. Und dann stellt sich für mich die Frage, also weiß sind erstmal die Fressdinger, aber die Karte ist halt auch nicht so geil, ne? Die Karte schließt sich ja komplett ein.
So Walls überall. Dann hast du hier quasi so ein, ey yo, da ist übrigens ein Pallet, du Arsch. Machen wir hier mal einen Punkt rein. Das ist ja furchtbar. Also sonst komme ich ja gar nicht mehr raus. So, da will ich auch keine Wall haben. Das ist auch eine richtige Dig-Move-Wall. Und G. Was ist G? Was ist G? G? G. Was ist G? Ich brauche die Erklärung. Sekunde. G. Hier, G. G ist ein Geist. Das muss ich mir hier unbedingt als Kommentar reinbauen. W. Eine Wand. P ein Pallet. Punkt, ein Lernraum. So, okay, damit komme ich klar. Das ist okay, dann muss ich das nicht nachher nochmal 50 Mal nachgucken. Okay, so. Jetzt haben wir hier also ein Geist, ein Pallet. Das war, Sekunde, das haben wir hier. Die Map ist echt ziemlich arschig. So, hier haben wir Pallet. Kann mir Punkte reinmachen. Ich finde die Map nicht so schön. So, Pallet, Wall. Da machen wir einen Punkt rein, da kann man dann durch. Da machen wir auch einen Punkt rein, kann man auch durch. Da machen wir einen Punkt rein. Dann ist okay. Da machen wir einen Punkt rein, dann kann man hier auch durch. Dann machen wir hier noch einen Punkt rein. Der Rest ist eigentlich ganz okay. Hier können wir auch noch durchlaufen, oder? Wir starten mal kurz neu. Jetzt, so. Das ist besser für meine Augen. Da unten sieht es ein bisschen wild aus. Da haben wir ein bisschen zu viele Punkte. Da sind Pallets drin. Machen wir doch lieber hier einen Punkt rein. Dafür hier eine Wall. Oh, Wall. Oder, ja, Wall. Dann machen wir hier noch einen Punkt rein. So. Dann können wir hier nämlich durchlaufen, haben da aber trotzdem so Walls drin, die alles ein bisschen blockieren. Gut. Dann haben wir hier so Wallblöcke. Und da oben können wir eigentlich auch nochmal durchlaufen. Das ist ein bisschen langweilig sonst. So. Okay, also das ist jetzt unsere super billige Pac-Man-Map. Gut, das Rote sind die Geister. Ich weiß gar nicht, wo wir spawnen, actually. Die ist sogar symmetrisch, oder? Ich habe sie symmetrisch hinbekommen. Naja, nicht ganz. Da nicht. Shit. Okay. Gut. So, das ist jetzt unsere Map. So, wir können jetzt... Können wir irgendwas machen? Haben wir überhaupt schon Pac-Man? Wenn ich jetzt hier Pfeil drücke, passiert noch gar nichts. Okay, warum passiert noch nichts? Naja, weil wir hier noch nichts mit dem Game Object gemacht haben. Mit den Globals brauche ich eigentlich gar nichts mehr gerade machen. Game Object brauche ich auch nicht mehr. Movable Game Object, hier. Super. Implementiere nun bitte die Funktion Move von Movable Object. Geil! Funktioniert gut, Leute! So schnell habe ich, glaube ich, noch nie ein Pygame-Setup gehabt mit tatsächlich einer Karte. Super. Okay. Das ist... Oh, wir ändern die ganze Klasse. Gut, ich mache hier an der Stelle mal nochmal ganz kurz 2 Minuten Pause. Ich bin gleich wieder da, ich brauche einen neuen Kaffee. So. Okay, das sieht gut aus. Wir haben hier die komplette Movable Object Klasse nochmal, für die wir jetzt gar keinen Cell Size mehr benötigen. So wie ich das ursprünglich auch in meinem Kopf hatte. Weil wir eigentlich alles in XY machen und dann halt einfach nur XY zeigen und zeichnen. Aber wir brauchen ein Game Object. Das ist klar. Scheiß auf das, ja? So. Gut. Direkt testen. Also, ich kann... Ja, natürlich. Movable Object. Move takes one positional argument, but two are given. Game.pacman.move right. Oh. Aber wir geben das direkt an Move. Ah. Ja, das ist natürlich blöd, ne? Okay. Please. So, wo haben wir das getan? Ist das hier. Das ist unsere Game Loop. Please consider. Halt, Deutsch. Sorry, ich bin da so drin. Bitte bedenke, dass in der Game Loop ja auch die Richtungen an Move übergeben werden. So. Okay. Ja, genau. Direction ist gleich up. Genau, Direction gleich down. Direction gleich left. Direction gleich right.
Genau, richtig, so sollte es sein. Ich kann mich ja gleichzeitig nur in eine Richtung bewegen bei Pac-Man. Nicht gleichzeitig hoch und rechts gehen, oder? Sollte nicht gehen. Ich kann nur in eine Richtung laufen. Genau. Bitte beachten Sie, dass Pygame Y-Koordinat von oben nach unten zählt. Ja, weiß ich doch. Alles gut. So, das ist in Movable Object. Und, jetzt hast du aber was vergessen hier. Self-Direction. Ah! Oh, nee. Die Schreibweise hier ist mir deutlich lieber. Okay, jetzt sollte das zumindest mal funktionieren. Jetzt haben wir aber kein Pac-Man. Alright. So, jetzt müssen wir natürlich noch irgendwie Pac-Man einfügen. Und Pac-Man startet bei 002. Jetzt müssen wir hier die Startlogik noch implementieren. Gut. Bitte implementiere nun die Startlogik von der Game-Klasse. Startmethode vielleicht eher. Ach, die Startmethode denkst du, dass ich da die Game Loop einbauen soll? Aha. So. Ja, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Das ist eigentlich das, was ich in der Main gemacht habe. Self.draw, Pac-Man Color. Oh, Self.clocktick. Ja, das ist viel besser als das, was wir hier haben. Game.start. Aha. So, und wenn wir hier drin sind, sagst du running falsch oder running false, dann gehen wir hier aus der Loop raus. Und was machen wir dann? Dann machen wir nichts, dann returnen wir einfach. Ich verstehe. Okay, können wir machen. Gut, dann machen wir das so rum. Das ist tatsächlich die elegantere Variante. Wenn wir das hier drin machen, start self, ups. Ja, das dev start self, running true while running, Ereignisverarbeitung. Schön übersetzt. For event in Pygame event get. Genau, wenn wir quit sagen, dann running false. Und hier können wir nämlich dann später auch einfach noch einen Pause-Key einfügen oder so. elif event type Pygame Keydown. Jetzt haben wir nämlich hier auch Self-Pac-Man-Move. Okay, dann sagen wir hier mal ganz kurz, bitte passt doch mal die Main-Funktion dementsprechend an. Da wir bislang die Hauptschleife in der Main-Funktion hatten, passte diese entsprechend an. Das finde ich gut. Ja, nee, das gefällt mir besser. Hier ist die modifizierte Main-Funktion, in der die Spiellogik in die Start-Methode der Game-Klasse verschoben wurde. Genau. Jetzt hat er das sogar auch in Game ausgelagert mit der Breite und der Höhe. Nee, stopp. Wir machen das nicht in Game mit Breite und Höhe, oder? Machen wir das in Game? Goddammit. Fucking hell. Self.draw. Müssen wir erstmal das hier kurz testen, ob das überhaupt funktioniert. Ja, nämlich hier, das dachte ich mir schon. Game.draw Mrs. Levels. Ach so, ja, aber dann brauchen wir in Game.draw das Level gar nicht mehr, weil wir einfach Self.level nehmen können. So. Das sollte funktionieren. Und dann sollten wir es auch zeichnen können eigentlich. Ja, was ist gelb? Ist gelb ein Pac-Man? Oh! Haben wir... Pac-Man. Ist Pac-Man gelb? Pac-Man? Brody, bist du gelb? Ja, er ist gelb. Ey, wir haben Pac-Man. Cool. Oh. Wir können ihn auch bewegen, aber wir müssen es halt jedes Mal neu drücken. Oh Gott. Und wir bewegen ihn Pixel für Pixel und wir ignorieren halt einfach Wände. Woo! Wir haben Wallhack. Und wir bleiben da. Ja, vielleicht sollten wir das ja auch noch ändern. Sekunde. Wir müssen beim Draw definitiv auch sagen, dass wir hier was zeichnen wollen. So. Self.ghosts append. Das brauchen wir hier. Pygame Draw Rectangle Self-Screen Ghost Colors. Nee, nicht Ghost Colors. Das wollen wir hier in Black haben. Wie haben wir das geschrieben bei Ghost Colors? 000 einfach. Das ist ein Tupel. Okay, cool. 000. Okay. Also damit wir hier nicht die ganze Zeit das Gelbe behalten. Ne? Ansonsten wird das ja nichts werden. Okay. Jetzt müssen wir tatsächlich die Main-Funktion noch anpassen. Das machen wir mal eben. Das beenden wir. Aber trotzdem bin ich kein großer Freund davon, dass wir jetzt hier die Breite und die Höhe auch noch in Game überlagern, weil Game hat damit nichts zu tun. Das ist Pygame-Shit. Das muss hier bleiben. Das hingegen bleibt. Das bleibt. Pygame Init bleibt. Pygame Display. Set Caption können wir noch machen. Das ist eine gute Idee. Das haben wir schon. Gut. Game Start. Und dann brauchen wir eigentlich einfach die Hauptschleife nicht mehr. Sondern können hier einfach Pygame Quit sagen.
Ist es wirklich so? Tatsächlich. Okay. So, jetzt testen wir nochmal ganz kurz. Ich muss hier richtig wild klicken. Ja, okay, jetzt wird auch schwarz überzeichnet. Das ist gut. Dann haben wir das auch erledigt. Jetzt haben wir einen sich zeichnenden und sich einen bewegenden Pac-Man. Und ihr hört gerade, dass ich allmählich los muss in den nächsten Termin. Ich bin nachher wieder für euch da. Okay, also wir haben Folgendes jetzt. Wir können unseren Pac-Man bewegen. Wir müssen allerdings draufbleiben, das ist doof. Ich würde das, glaube ich, gerne kurz ändern. Mich nervt das sogar zum Testen schon, nicht mal nur zum Spielen, dass ich da quasi draufbleiben muss. Das ist furchtbar. Also, dass ich halt, ne, die Taste jedes Mal neu drücken muss, das geht gar nicht. So, na komm, mach. Okay, also Event-Type, Pygame Key Down würde ich, glaube ich, gerne ändern zu Pygame. Ah, nee, wir müssen es speichern dann im Endeffekt. Ja, das lassen wir ChatGPT machen. Bitte modifiziere die Game Loop in der Start-Methode in der Game-Klasse, so dass, wenn ein Key gedrückt ist, die Bewegung beibehalten wird, bis er losgelassen wird. Hier die Methode. So, okay, das sollte funktionieren. Ich glaube, das ist jetzt nicht so super kompliziert, weil wir einfach uns speichern müssen, was wir quasi gemacht haben. Da müssen wir hier einfach noch mit Key up das Ganze machen. Das ist jetzt nicht für... Ah, oder wir machen es über key.getPressed. Also das ist natürlich noch einfacher. Keys ist gleich... Oh. Oh. Ja, sweet. Ich hätte es nicht so geil hingekriegt. Oder wahrscheinlich hätte ich es hingekriegt, aber ich hätte recherchieren müssen. Also ich habe es bisher mal anders gemacht. Oh. Und wir... Ah, ja, genau. Wir drawn die Ghosts. Das ändert sich eigentlich auch nicht. Eigentlich ändert sich nur das hier. Die Ereignisverarbeitung. Ich finde das immer noch ein schönes Kommentar. So. Das müssen wir aber 1 einrücken. Weil es if running ist. So. Das sollte schon alles machen. Jetzt, Achtung, ich bleib drauf. Boom. So, wunderschön. Oh, jetzt können wir aber... Na, jetzt können wir uns so schräg bewegen. Da müssen wir hier mit Ellipse arbeiten. Wir wollen uns nicht gleichzeitig nach unten und nach oben bewegen können. Müssen wir hier mit Ellipse arbeiten, weil ich möchte mich ja wirklich nur in eine Richtung bewegen können, nicht in alle gleichzeitig. Okay, perfekt. Anschließend wollen wir das modifizieren, dass wir uns im Grid bewegen und nicht pro Pixel bewegen. Wo machen wir das? Das ist jetzt unsere Logik, die wir hier erstmal verstehen müssen. Mach das mal weg hier, ich brauche Platz. So. Wenn wir, dann moven wir. Genau, in der Move-Funktion ist mit self.speed. Das ist, glaube ich, was Größeres. Ich möchte, dass Pac-Man sich, oder nee, dass Movable Objects sich immer ein Feld, ein ganzes Feld im Grid bewegen. Dafür aber pro Sekunde nur ein Feld gegangen werden kann. Was muss ich anpassen? Und wie? Ist ein sehr interessantes Experiment. Also das Ding funktioniert relativ gut, aber manchmal muss man halt doch nur sein eigenes Hirn anpassen. So, Cell Size. Geschwindigkeit. Stellen Sie sicher, dass die Geschwindigkeit von Movable Objects auf Cell Size gestellt ist. Ah. Hier, Movable Object, Self-Speed ist Cell Size. Das kann hinkommen, ja genau. Dann machen wir hier das eigentlich. Okay, ja, das heißt, ich setze einfach Self-Speed auf Cell Size. So, das heißt, ich brauche das hier schon mal gar nicht mehr. Wo haben wir das initialisiert? Das haben wir irgendwo initialisiert. Wo ist denn das in Verwendung? Hier. So, in Pac-Man. Das heißt, da, wo wir die Ghosts und die Pac-Mans initialisieren, ist das natürlich auch dabei. Ja, hier, ne? So, das heißt, ich brauche eigentlich hier auch keinen Speed mehr. Und wir brauchen Movable Objects in Pac-Man. Da brauchen wir auch keinen Speed mehr. So. Und wo bauen wir unseren Pac-Man? From Pac-Man, hier, Self-Pac-Man. Das war der hier. So, und wo initialisieren wir die Ghosts? Hier. 2. Ah, wir brauchen die Farbe in Ghosts, oder? Warte mal. Ja, hier XY in Color, das ist gut. So. Und jetzt in Game
Ah, ja, klar. Clocktick einfach auf 1 setzen. 1 Frame pro Sekunde. Klar. Und mehr brauchen wir dann eigentlich auch nicht. Ich meine, es bewegt sich alles nur mit einem Frame dann. Das ist ja quasi der Appeal von so alten Games, dass wir keine hohe Framerate brauchen. Außer natürlich, man möchte die Schwierigkeit erhöhen, dann kann man auch die Framerate höher stellen. Da müsst ihr euch aber 60 Felder pro Sekunde bewegen, weil die Ghosts können es auch. So. Schauen wir mal. Okay, also. Oh, okay. Ja, das sieht gut aus. Wahrscheinlich könnte man 2 Frames machen. Aber es reicht jetzt nicht mehr, wenn ich einmal kurz draufklicke. Ich muss wirklich gedrückt halten. So, jetzt sollten wir eigentlich sterben. Egal. Aber das ist cool. Ja, so kann man spielen. Okay. Jetzt müssen wir natürlich noch die Logik bauen, dass wir Punkte haben und dass wir gefressen werden können, dass wir, genau, hier Check Collision. Check Collision mit einem Movable Object und einem Game Object. Aber jedes Movable Object, das ist voll geil gelayoutet, ne? Jedes Movable Object ist ein Game Object. Das heißt, ich kann auch mit einem anderen Movable Object meine Collision checken, wenn ich hier die in-game Check Collision mache. Weil das im Endeffekt sowohl das Fressen ist, als auch, ja, das ist super smart. Holy moly. Alter, ChatGPT, ich bin beeindruckt. Die Logik ist geil. Also, ich bin happy mit dem. Das initiale Layout von diesem Ding war so gut, dass ich einfach nicht mehr denken muss, quasi. Ich muss ja wirklich nur noch quasi das hier fertig arbeiten. Und ja, ich weiß, ich benutze zu viel quasi und im Endeffekt, es tut mir sehr leid, manche Menschen haben Sprachfehler. Dieses Video ist nicht durchgeskriptet. Wenn ihr durchgeskriptete Videos wollt, guckt auf meinem anderen Kanal. Heißt The Morpheus, da sind nur durchgeskriptete Videos. Hier sind Tutorials und Talks und die Talks sind durchgeskriptet, die Tutorials nicht. So, au, das war zu laut. Ich habe immer noch Ohrenschmerzen. Au, okay. Check Collision, genau. Bitte implementiere nun Check Collision. Ich lieb's. Es ist wirklich super geil. Ob die Rechtecke die beiden Spielobjekte darstellen, sich überschneiden. Pagam. Collide Rect. Wir können doch einfach die XY-Koordinaten vergleichen von den beiden. Warte mal, jedes Game Object hat doch XY. Ha. Würde ich nicht so machen. Ich glaube, ich würde es mit tatsächlich. So, vielleicht hat er es vergessen mittlerweile wieder. Das ist das große Problem beim Coden übrigens. Wenn ihr viel geschrieben habt, dann ist es zu viel, dass das alles im Cache bleiben kann von ChatGPT und dann geht das dann ein bisschen drüber. Genau, wenn die Bewegung auf Cell Size begrenzt ist, genau, wollen wir ja. Ja, genau, hier, das ist ein One-Liner. Eben, genau deswegen meine ich. Perfekt. Ja, ich weiß nicht, ob ich gleich machen würde. Wobei, fairerweise. Ist es wirklich gleich? Was für Werte haben denn X und Y? Was für Werte haben X und Y? Immer Cell Size. Immer Cell Size Werte. Probieren wir. Game. Check Collision. Könnte sein, dass das nicht klappt. Und ja, ich weiß, das sollte man eigentlich so nicht machen. Aber ich will es kurz testen. Und das ist der einfachste Weg, um es zu testen. Okay. So. Gut, dann muss ich jetzt quasi Update Game State aufrufen in... Tun wir schon, oder? Hier irgendwo schon Update Game State drin haben. Ne, haben wir nicht. Ereignisverarbeitung, Events, Spiellogik und Zeichenfunktionen, Self-Draw, dann Klick. Dann rufen wir doch hier mal einfach self.update Game State auf. Und anschließend sagen wir hier drin Check Collision. Achso, ja, wobei, wisst ihr was? Das machen wir hier nochmal. Das lassen wir doch ChatGPT machen. Muss ja nicht so viel selber denken. Bugfixen können wir nachher auch noch. Darin erstmal Kollisionen prüfst von Geistern und Pac-Man. Von allen Geistern und Pac-Man. Ja, das ist richtig. Update Game State. So. Prüfe auf Kollisionen zwischen Pac-Man und jedem Geist. For Ghosts und Self-Ghosts, genau. If Self-Collision, Print Pac-Man wurde von einem Geist erwischt, Self.Game Over Break. Beendet die Schleife, wenn Pac-Man von einem Geist erwischt wurde. Self.Game Over. Haben wir das hier oben? Das haben wir hier noch nicht. Das haben wir hier definitiv nicht. Game Over ist gleich False. Das müssen wir hier erstmal noch einfügen. Aber ja, das können wir machen. So, Break. Dann sind wir hier fertig mit Update Game State. Und if self.game over self.print game over state.
Die erstellen wir erstmal noch. Hier machen wir erstmal einen Print rein einfach. Game over. So. Und dann Exit. Okay, das ist jetzt erstmal die billige Variante dafür. So. Wenn wir hier... Ach ja, ich muss ja drauf bleiben. Wenn wir hier langlaufen, passiert hier erstmal gar nichts. Dum-dum. Ja, perfekt. Collision. Oh, das war auf die... Uiuiui. Okay. Achso, ja gut, das hat halt wahrscheinlich die ganze Zeit Collision ausgegeben. Während wir hier mit einem... Ja, Self.check-Collision, das wurde häufiger ausgeführt. Self.gameover gleich true. Aber es wurde nur einmal, Pac-Man wurde von einem Geist erwischt, aufgeschrieben. Cool. Okay, das funktioniert. Genial. Dann haben wir Update Game State. Wir müssen noch irgendwann ein Game Over State einfügen und die Punkte vielleicht irgendwie. Vielleicht printen wir die auch einfach nur. Das soll ja erstmal nur eine rudimentäre Version sein. Ich finde das eigentlich ganz okay soweit. Soll ja nicht unendlich lange gehen. Aha. Gut. Dann brauchen wir hier oben noch, also beim Update Game State müssen wir jetzt natürlich noch schauen, dass wir keine Wall haben. Füge nun ein das Movable Objects nicht durch Wände gehen können. Jetzt bin ich gespannt. Das ist nämlich recht offen formuliert. Können wir die Check-Collision-Methode verwenden, um zu prüfen, ob ein Movable Object mit einer Wand kollidiert, bevor wir es bewegen? Oh, ja, jetzt wird's tricky, my friend. Das ist schwierig. Weil dann müssten wir for wall in self-game walls. Das ist nicht möglich. Jetzt brauchen wir hier nämlich das Game in Game Object und damit haben wir, oder in Movable Object, und damit haben wir einen zyklischen Import. Das wird nicht funktionieren. Das Game muss ja, das Object muss ja quasi, wobei es würde funktionieren. Aber ich mag es nicht. Ich mag es ganz und gar nicht. Damit müssten wir Pac-Man quasi sagen, ey, schau mal hier, das ist dein Spiel. Wobei, fairerweise muss auch Pac-Man wissen, was für ein Spiel es ist, ne? Okay, gut, wo initialisieren wir Pac-Man? Ja, okay, machen wir. Also dann kriegt Pac-Man hier noch Self mit. Das wäre dann das Game, genau. Und die Ghosts, wo initialisieren wir die Ghosts? Wo bauen wir die Geister? Ich muss kurz suchen hier. Self.ghosts. Append Ghost. Ghost ist gleich Ghost, hier. Okay. Demnach braucht... Oh, wir bauen jedes Mal einen neuen Geist. Okay. Gut, der kriegt jetzt auch unser Self rein. Demnach hat Pac-Man hier oben noch ein... Im Init hat er noch ein Game. Ja, schwierig. Okay, er bekommt ein Game. Dann machen wir Super Init, der bekommt auch das Game. Und selbiges machen wir mit den Geistern. Die bekommen eine Farbe und das Game. Und hier bekommen wir auch das Game. Und XY Game, ne? XY Game, wunderbar. Dann kriegen wir hier Game noch mit. So, jetzt ist die Frage. Movable Objects braucht Game. Game Object braucht nicht das Game. Das ist komplett unabhängig von Game, weil es sich nicht bewegen kann und dementsprechend nicht mit der Wand kollidieren kann. Okay, dann haben wir hier die Move. Ja. Das sind wir jetzt ein Movable Object. XY Game. Genau. Das kann ich eigentlich hier kopieren. Okay. So. Gut. Jetzt sollten wir eigentlich nicht mehr in der Lage sein, gegen Wände zu rennen. Ah ja, wir starten in der Wand. A-Level has no object walls. Okay. For walls. Ah, gut. Self-Level. Level hat keine Walls. Level hat nur Grid. Self-Game Level. Self-Game
Game. Level. Level wird gesetzt auf Level und Level hat keine Walls. Wie überprüfe ich denn sonst die Collisions? Ist das nicht in Game drin? Das wird doch hier interpretiert, oder nicht? Ja, hier. Self.walls append. Das ist einfach nur in Game drin. Das ist nicht in Level drin. Aha. Movable Object. Game Object brauchen wir nicht. Das wäre in self.game.walls. Gut. Okay, gucken wir mal. Ja, ich kann mich nicht bewegen. Das ist schon mal richtig. Weil ich halt in der Wand starte. So, jetzt müssen wir irgendwo unseren Pac-Man-Startpunkt verändern. Das wäre unter Game wahrscheinlich. Wo ist Pac-Man? Pac-Man, wo bist du? Pac-Man, da. Machen wir mal 1, 1. Das sollte funktionieren. Da bin ich nicht in der Wall drin, oder? Ja, genau, hier. So, jetzt sollte ich... Genau, ich kann nach rechts laufen. So, und jetzt kann ich nicht mehr nach unten laufen. Ich kann wieder nach rechts laufen. Hier kann ich wieder nach unten laufen, aber nur bis hier. Dann kann ich eins nach rechts laufen und dann kann ich nach unten laufen, dann verliere ich. Cool. Okay, perfekt. Also Walls funktionieren. Das ist schon mal gut. Jetzt will ich noch Sachen fressen können und dass sich die Geister bewegen. Eigentlich sollte ich... Ja, eigentlich können wir hier... Eigentlich können wir hier zumindest den Clocktick auf 2 hochstellen. Die Geister bewegen sich gleich schnell wie Pac-Man, ne? Glaube ich zumindest. Demnach, das ist gut, das funktioniert. Bitte implementiere nun eine... Nee, warte, wir müssen hier anders vorgehen. Wir haben hier in Pause und Stop haben wir nicht. Machen wir auch nicht rein, das brauchen wir nicht. So, bitte implementiere nun in Update Game State einen Teil, der Pac-Man erlaubt, Pellets zu essen. So, hier ist eine einfache Implementierung. Also erstmal, ob er mit Pellets kollidiert und wenn ja, das Pellet aus dem Spiel entfernen und die Punktzahl des Spielers erhöhen. Stimmt, es spawnen ja auch wieder neue Pellets, ne? Hier ist eine einfache Implementierung, die dies in der, genau, perfekt. Okay, for Ghosts and Ghosts, genau. Das ist tatsächlich die volle Self.score. Haben wir Self.score? Nee, wir haben keinen Self.score. Ja. Schwierig. Self.score gleich 0. Update Game State. For Ghost in Self.ghost. Okay. Pac-Man wurde von einem Geist erwischt. Self.game over true. Schön. Und for Palette in Self.level.pallets ist auch wieder falsch. Wir haben das nur in Pallets drin. Das hat nichts mit Pallets, mit Level zu tun. Punkt Remove Palette. Score plus gleich 1. Beende die Schleife, wenn Pac-Man einen Pallet gegessen hat. Warum? Könnte ja auch gleichzeitig noch ein Ghost dabei sein, der auch auf dem Pallet steht. Das finde ich nicht gut. Das machen wir nicht rein. Entferne das Pallet aus der Liste, ist aber richtig. Pac-Man hat ein Pallet gegessen und Punkte kriegt er dann auch ein. Gut, probieren wir. So, einmal rüber. Aber habe ich jetzt zweimal welche gegessen? Pac-Man hat ein Pallet gegessen. Ich esse die ganze Zeit das Pallet. Das Pallet wird nicht removed. Self.pallets remove pallet. Achso, weil es immer wieder neu gezeichnet wird, ne? Stimmt, das ist ja hardcoded. Stimmt, das ist hardcoded. Oh, das müssen wir ändern. Das müssen wir ändern. Das ist meine aktuelle Game-Klasse. Das ist die Level-Klasse. Bitte ermögliche
dass, wenn das Pallet gelöscht wird, es auch aus dem Level gelöscht wird. Oh, ja, jetzt wird heftig. Jetzt geht er auf Browsing. Oh, oh. Oh, oh. Nee, das ist nicht gut. Macht nicht Browsing. Bro, don't. Da kommt meistens nichts Gutes bei raus. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Weil wir müssen hier eigentlich bloß hergehen und eben unser Grid manipulieren und das P dann jeweils rauslöschen, wenn wir da durchgehen. Eigentlich müssten wir hier eine Funktion haben, die Pallets auch tatsächlich löscht oder generell Objekte löscht. Eigentlich brauchen wir bloß bisher Pallets und die Pallets müssen... Welche Farbe hat eigentlich mein Super Pallet? Oder Power Pallet? Oh! Okay. Das hat funktioniert. Was hast du denn gesucht? Finish Browsing hat nichts gebrowst. Das hat funktioniert. Wieso hat das funktioniert? Faszinierend. Cool. Game. Okay. Ja, dann müssen wir hier einfach bloß das hier ändern. Wenn wir kollidieren, Pac-Man hat ein Pallet gegessen, dann Pallet entfernen und dann das P im Grid durch einen Punkt ersetzen. Das ist ja... Das funktioniert instant. Krass. Finde ich gut. Okay. Probieren wir nochmal. So. Haben wir ein Pallet gegessen schon? Ja, wir haben direkt ein Pallet gegessen, weil wir auf dem Pallet gespawnt sind. Es ist weg. Wir haben schon wieder ein Pallet gegessen. Und wir haben wieder ein Pallet gegessen und es ist weg. Und wieder ein Pallet gegessen. Stimmt, die spawnen gar nicht neu, ne? Man macht einfach so lange, bis man alle Pallets gefressen hat. So war das. Am Anfang sind doch überall Pallets drauf, oder nicht? Aber ja, jetzt haben wir alle. Dann haben wir eigentlich das Level gewonnen. So funktioniert doch Pac-Man. Oh, ich bin so verwirrt. Warum habe ich so lange... Ich hätte davor Pac-Man spielen müssen. Da, für die Wissenschaft. Nächstes Mal spiele ich vorher Pac-Man. Gut. Ja, das ist super. Bitte ändere das Level so, dass am Anfang überall Pallets zu finden sind. Genau, ich weiß, was du tun musst. Mach einfach. Ich glaube, das ist eher wirklich für die KI, dass es quasi so sagt, okay, hier, das ist am Anfang, das muss immer am Anfang sein. Ja, aber das sieht gut aus. Vor allem, dass es halt mir das Level vorher erstellt. Das ist immer so eine schlimme Arbeit. Das ist sehr, sehr hilfreich. Gut, das dauert ein bisschen. Oh, hoppla. Ich wollte den Schreibtisch nicht hochfahren. So. Okay, perfekt. Das ist unser Level. Wir ersetzen aber nur den Teil, damit ich noch weiß, was passiert ist. So, jetzt starten wir das Ding nochmal neu. Und ja, jetzt haben wir am Anfang natürlich überall Pallets. Bam, 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 bam. So, wir fressen uns überall durch. Das funktioniert wunderbar. Und gegen Wände laufen können wir immer noch nicht. Cool! Okay, das ist schon mal super. Jetzt, nächstes. Wir wollen ein Power Pallet oder 2 Power Pallets haben. Das sieht dann in Game Draw, haben wir die noch gar nicht drin, ne? Das haben wir hier noch gar nicht drin. Menschenskinder. So, okay. Ups. Okay. Dann haben wir hier ein... ja, was schreiben wir dann? Ein... wie ab. Ja. Dann machen wir hier eine Power Pallet. Power Pallet. Das wir noch importieren müssen. Und... sagen hier Power Palette.color. Self-Screen Position. Cool. Ich würde gerne 2 Power Pallets haben. Einmal hier ein Up und einmal irgendwie hier ein Up. Ich weiß, die Karte ist jetzt hart gecodet, könnte man natürlich auch noch zufällig generieren lassen, klar, aber man kann das Ding sowieso noch erweitern ohne Ende. Das ist jetzt eher mal so ein, wie gut funktioniert das eigentlich. Genau. Jetzt wollen wir hier noch eine Sache haben. In der Methode Update Game State, wenn alle Pallets, mit E,
Pellets von Pac-Man gegessen wurden. Bitte beende das Spiel als gewonnen. So, jetzt bin ich gespannt. Vor allem auch dieses gegessen. Man kann halt in diesem Game-Slang tatsächlich auch... Ah, okay. Vielleicht kann man es auch nicht. Vielleicht hätte ich auch die Browsing-Funktion rausnehmen sollen. Die wäre eigentlich gar nicht so nötig gewesen. Ich dachte, falls ich irgendwann mal die Dokumentation für Pygame oder sowas reingeben muss, die es dann halt nicht direkt kann, ist es einfacher, wenn ich die Möglichkeit habe, einen Link zu posten. Deswegen mache ich das normalerweise rein. Was genau browst du da? Lass mir ihn browsen. Und ja, ich trinke Wasser. Stellt's euch vor. Ist krass, oder? Nee, es war kein Fehler, Kollege. Es war kein Fehler. Es war gut, was du gemacht hast. Prüfe auf Kollision zwischen Pac-Man und jedem Pallet. Self-check Collisions. Wenn alle Pellets gegessen wurden, beendet das Spiel als gewonnen. Self-laying Pellets, genau. Self.game over gleich true. Print, herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen. So, das ist doch... Ich glaube, das ist zumindest Pac-Man. Also ich glaube, so funktioniert das. Okay. So, dann haben wir eigentlich in meinem Kopf zumindest alles... Ah, nee, die Power Palette noch, ne? Genau, die Power Palette hat noch keinen Effekt. Haben wir die Power Palette zu Pellets hinzugefügt? Ja, Pellets append. Ich habe nun die 2 Power Pellets eingefügt. Dann zeigen wir ihm mal die Draw-Funktion. Ich glaube, die ist relevant. Dann brauchen wir die Level-Funktion. Die Level-Klasse und die Power Palette-Klasse. Die wird er wahrscheinlich auch schon wieder vergessen haben. Power Palette. Bitte mach nun, dass die Power Palette... Ja, was macht die? Ermöglicht, dass Pac-Man Geister frisst, I guess. Die spawnen ja eigentlich wieder, ne? Und diese später wieder in der Mitte spawnen. Und die... Oh, wir müssen eigentlich erst die Geister bewegen, ne? Sich von Pac-Man wegbewegen. Probieren wir es mal aus. Vielleicht klappt es ja. Ansonsten benutze ich den Post einfach für nachher. Das wird jetzt hart. Dass Pac-Man Geister essen kann, wenn er ein Power Pellet, müssen wir mehrere Änderungen vornehmen. Fügen eine Eigenschaft Powered Up zu ihrer Pac-Man-Klasse hinzu. Angibt, ob Pac-Man gerade ein Power-Up gegessen hat. Ändern Sie Kollisionslogik, ob Pac-Man ein Power Pellet gegessen hat, wenn Sie Pac-Man Powered Up. Aha. Ändern Sie die Kollisionslogik mit Geistern, wenn ein Pac-Man ein nach einer bestimmten Zeit. Genau. Ui. Okay, das ist tatsächlich einiges. So, wo sind wir? In welcher Klasse? Okay. In Game. Erstelle Pac-Man. Neue Liste für machst eine neue Liste dafür? Ja gut, Kollege, dann machen wir das. Gut. In Game. Haben wir schon. Self-Power Pellets. Alrighty. Dann machen wir in Self-Power Pellets append. Power Pellet XY. So. Self-Power Pellets append, genau. Oh. Nein, don't. Oh Gott. Weil ChatGPT Stack Overflow fragt. Pac-Man Ghost Movement. Einfach ein fucking... Das ist nicht dein Scheiß Ernst. Gib mir jetzt aber nicht den Bruh. Ja gut. Das ist Cheaten. ChatGPT. Ja gut, ich hab's ja eigentlich nicht verboten. Check Collision. Okay, Check Collision müssen wir jetzt hier... Warum überprüfst du? Das ist doch super. Power Pellet in Self-Power Pellets. If Check Collision, Pac-Man hat ein Power Pellet gegessen. Self-Powered Up. True. Gut. Pac-Man ist nun Powered Up. Cool. If
Also das ist in... Wo machen wir das? Ja, machen wir einfach hier rein, ist okay. So. Self-Pac-Man powered up. Pac-Man braucht noch ein powered up. Self.powered up. Gleich false. Am Anfang natürlich. Oh. Eat Pallet. Passiert irgendwas mit ihm, wenn er Eat Pallet macht? Nee, oder? Ich glaube nicht. Brauchen wir nicht. So, wenn wir Powered Up haben. Ei. Oh, ja, cool. Er hat halt wirklich die Game-Logik nachgeschlagen. Boah, ich glaube aber nicht, dass ich das alles lesen werde. Check Collision. Self Pac-Man powered up. Wenn Pac-Man ein Power-Up gegessen hat, Pac-Man hat einen Geist gefressen. Ah ja, hier. Genau, das ist jetzt in Check Collision. Check Collision. Update Game State. In Check Collision machst du das. Das gefällt mir jetzt nicht so sehr. Weil wir das eigentlich auf... Wobei, gut, dann prüfen wir einfach die Ghosts. Aber das ist ja in Game State quasi. Das ist nicht in Check Collision. Achso, es ist auch Self.Check Collision. Ich glaube, da war es verwirrt. Das ist in Game State, nicht in... Wenn du das in Check Collision machst, dann haben wir ein Problem. Dann funktioniert gar nichts mehr. Weil wir die Kollision einfach nur brauchen. Wir müssen ja einfach nur wissen, ob die beiden... Ja, nee, das macht hier... Ja, das kommt auf jeden Fall in Game State rein, nicht in Check Collision. Das ist eine Verwirrung, mein Freund. Also, vor Ghost in Self Ghost. Wenn wir eine Collision haben, gucken wir, ob Pac-Man powered up ist. Falls ja, wird der Ghost entfernt und der Score um 10 erhöht. Ui. Und ansonsten ist Game Over. Okay. Und dann wird gebreakt. Erhöhe die Punktzahl deutlich mehr, wenn ein Geist gefressen wird. Okay. Und jetzt müssen wir noch Draw, haben wir schon gemacht. Da unten ist noch der Search-Befehl. Ist interessant. Okay. So, ein Class Ghost ist Respawn. Self. Okay. Okay. Gut, dann seine Respawn-Methode. StartX haben wir halt noch nicht. Dann müssen wir nun die Ghost-Klasse so verändern, dass sie StartX und StartY bekommt. Wie mache ich das? Oh, vor allem kann auf einem Level auch gleichzeitig ein Geist und ein Pallet sein. Die widersprechen sich nicht. Ghost, Self-X, Self-Color. Naja, Self-Colors, Self-Game brauche ich nicht. Game braucht meine Parent-Klasse. Self-X, Self-Y. Genau, StartX, StartY. Ja, und wo übergebe ich das jetzt? Okay, also das machen wir mal hier rein. Self-X und Self-Y brauchen wir auch nicht. Ghost erbt, Kollege. Ghost erbt vom Movable Object. Oh, jetzt hat er Movable Object vergessen. Ah, das wird unschön. Okay, dann brauchen wir eigentlich nur StartX und StartY kopieren. Okay, dann weiß der Geist, wo er gestartet ist. Jetzt müssen wir aber StartX und... Dann dürfen wir die aber nicht jedes Mal neu erstellen, sondern haben die einmal in unserem Game drin. Und wir erstellen sie, glaube ich, in Draw jedes Mal neu, ne? So, LF-Cell, genau hier. Ghost, Append Ghost. Ja, hier gehen wir nämlich durch das Level durch. Das Level ist quasi unser Zustand auch noch.
Das müssen wir neu machen hier mit der Draw-Methode. Oh, Least schreibt man nur mit S, ne? Die gesamte Game-Klasse. So, die Draw-Methode. So. Okay, und jetzt machen wir das hier. Und printen das so. In der Game-Klasse so modifiziert, dass sie nicht mehr ständig neue Objekte erstellt. Stattdessen wird jetzt beim Start eine Init-Level-Methode aufgerufen, die einmalig alle Wände, Power Pellets, Pellets und Geister erstellt. Danach zeichnet die Draw-Methode nur noch die aktuellen Objekte an ihren jeweiligen Positionen. Das ist viel, viel besser, ja. So. Self-Init-Level. Okay. Das ist besser. Gut. So. Gucken wir mal. Self-Init-Level. Gut. Jetzt haben wir hier eine Funktion Init-Level, die einmal alles durchgeht und alles speichert. Dann haben wir hier quasi in self.level.grid walls.append, pellets append, power pellets append, ghost append, genau. Ich würde es auch, glaube ich, ändern, dass ich ein P und ein G drin haben kann. Elif. Wobei, wenn es ein G hat, dann ist es ja im Start, ne? Dann kann ich trotzdem noch eine Palette ergänzen. Wobei. Ja. Also wenn es ein G hat, kriegen wir eine Palette und einen Geist. So. Weil ansonsten, ich glaube am Anfang sind ja standardmäßig bei Pac-Man überall Pallets drin. So, wir kriegen eine Palette und wir kriegen einen Ghost und wir kriegen immer den roten Ghost. Warum kriegen wir immer den roten Ghost? Ist ja furchtbar. Na egal. Roter Ghost reicht für den Anfang. Das ist ja dann. Ja. Okay, und jetzt, wenn wir drawn, zeichnen wir erst alle Walls, dann zeichnen wir alle Pallets und dann gehen wir da. Okay. Gucken wir. Wo ist Draw? Hier ist Draw. So. For Wall in Self Walls. For Palette in Self Pallets. For Power Palette in Self Power Pallets. Und für. Wir haben Pac-Man nicht gedrawt. Ja. Du musst schon Pac-Man zeichnen, wenn wir Pac-Man spielen. Haben wir Pac-Man davor auch nicht gezeichnet? Wo haben wir Pac-Man gezeichnet? Okay, wir haben Pac-Man nicht gezeichnet. Ja gut, dann nicht. So. Ghost Respawn. Cool, hat er auch direkt eingefügt. Das ist super nett von dir. Da habe ich nämlich schon wieder nicht dran gedacht. Ghost Respawn. Update Game States. Wenn powered up, dann Ghost Respawn. Okay. So. Okay, gucken wir mal. Oh, jetzt ist alles schwarz. Damn, wir haben keine Wände mehr. Warum haben wir keine Wände mehr? Draw. Position. Pygame Rectangle. Wall X. Cell Size. Wall Y. Cell Size. Cell Size. Screen. Wall.color. Wall.color sollte eigentlich blau sein. Das ist sie aber nicht. Die Pellets werden auch nicht gezeichnet. Achso, stimmt. Palette. Haben wir Palette Color eingegeben? Palette Color ist weiß. An die Position. Lustigerweise werden die Geister gezeichnet. Ghost X, Cell Size, Ghost Y, Cell Size. Das heißt, irgendwas hier wird nicht richtig eingelesen. Init Level. Ist self.level.grid.
Dann gehen wir durch die Rows durch. Immer wenn die Cell ein W hat, bauen wir uns eine Wall an Stelle XY 1, 1, 1. Was ist 1, 1? Achso, Breite. Okay. Warum haben wir Breite angegeben? Anyways. Palette, Power Palette und Ghost. Das funktioniert irgendwie nicht. Kann ich mich bewegen? Ja, ich kann mich bewegen. Oh, es wird alles gelb. Ich kann mich auch nicht nach unten bewegen. Pac-Man hat einen Geist erwischt. Okay, also ich kann mich bewegen, aber es wird nicht gezeichnet. Und die Palettes sind offenbar auch da, aber sie werden nicht richtig gezeichnet. Das heißt, es ist irgendwas in meiner Draw-Methode. Was richtig gezeichnet wird, sind die Geister. Position ist gleich Pygame Rectangle. Okay, fragen wir nochmal nach. Das ist nun meine vollständige Game-Klasse. Allerdings werden nur Pac-Man und die Geister gezeichnet. So, was passiert? Es sieht so aus, als hätten sie bereits viel Arbeit in ihre Game-Klasse gesteckt. Ja, selbstverständlich. Im Moment überprüfen sie nur, ob X und Y Koordinaten... Danach habe ich nicht gefragt. Ich weiß, da bin ich auch noch nicht. Hast du meine Frage ignoriert? Achso, ich habe keine Frage gestellt, ne? Wenn Pac-Man ein Power Palette... Aber sie scheinen nie zu überprüfen, wann dieser Zustand endet. Das ist richtig, ja. Vielen Dank. Das sind alles noch Dinge, die ich noch tun wollte. Weiß ich direkt Bescheid, was ich noch machen muss. Ist ja praktisch. Wenn du es spielst. Das könnte Probleme verursachen, wenn sie mehr Kontrolle über den Spielablauf benötigen. Ja, gut. Ja, schön. Let's search for a simple implementation of... Pause war jetzt tatsächlich gerade das Undringendste von all dem. Also, das wäre dringender, das wäre noch deutlich dringender. Oh, da ist sogar eine Quelle dabei. Am Ende, ich sag's euch, am Ende haben wir einfach die Funktion von Stack Overflow 1:1 kopiert, weil er die ganze Zeit Stack Overflow liest. Ja. Pause. Ja gut, dann machen wir die Pause-Funktion. P. Ah, P wäre Pause. Okay. Und Stop wäre Quit. Pygame.quit. Pygame. Okay, cool. Ja gut, dann machen wir das halt kurz. Ist okay. Sys. Muss ich halt Sys importieren. Brauche ich Pause? Aber die sind ja noch gar nicht implementiert. Ja, aber bitte repariere die Zeichenfunktion für mich, sodass auch Palettes und Wände gezeichnet werden. So. Ihr Code sieht fast korrekt so. Allerdings scheint es so, dass beim Zeichnen der Elemente die Position der Elemente mit Cell Size multiplizieren. Wenn die Positionen der Elemente, also X und Y, bereits in Pixeln angegeben sind, sollte diese Multiplikation nicht notwendig sein. Nur wenn die Positionen in Zelleinheiten angegeben sind. Power Palette Ghost. Es kann auch sein, dass ihre Klassen wie Color benötigen, die in ihrem Codeausschnitt nicht definiert sind. Stellen Sie sicher, ach, jetzt hat er gar nichts mehr. Ach, jetzt hat er gar nichts mehr. Dass X und Y in den Klassen Pixelkoordinaten darstellen. Das sind keine Pixelkoordinaten.
Soweit ich das weiß. Okay, ich glaube, ich muss ihm echt alles schicken nochmal. Ah, ach so, stimmt. Ah, das kann sein, dass wir die überschrieben haben. Gut, probieren wir einfach mal diese Draw-Funktion aus. Was passiert denn dann? Wir machen uns jetzt richtig, richtig einfach. Das ist eigentlich dieselbe, oder? Gucken. Ah, oh, shit, okay. Es hat doch recht gehabt. Warum ist fucking AI schlauer als ich? Ah, wir müssen es. Ah ja, nee, warte mal. Wir müssen aber jetzt tatsächlich hergehen und sagen, wenn es. Also sonst bin ich ja am Ende eine Snake, ne? Wir müssen einfach hergehen und tatsächlich sagen, das hat wunderbar funktioniert. Bitte erweitere meine Draw-Funktion, dass Felder, auf denen weder Wall noch Palette noch Pac-Man noch Ghost oder Power Palette liegen, schwarz sind. So. Das ist lustig. Stimmt. Smart. Damn. Ich muss nicht mehr denken. Es ist fucking geil. Ich lieb's. Entschuldigung für das ganze Gefluch, aber ich bin richtig ein bisschen hyped. Also es ist schon sehr, sehr gut. So. Ja, es geht. Cool. New. Oh, ein Geist. Woo! New Power Palette. Geist fressen. Woo! Geil. So. Cool. Alter, das ist halt. Es ist schon sehr gut. Ah, es hat sogar einen kleinen Pac-Man. Ah, nee, das ist von Pygame. Okay, cool. Pac-Man hat einen Geist gefressen. Cool. Ja, jetzt müssen wir hier noch kurz einfügen, dass Pac-Man auch wirklich irgendwann mal seine Power Palette Funktion vergisst oder verliert. Oh, warte mal, wir können hier eigentlich können wir hier relativ simpel auch noch die anderen Pac-Mans, die anderen Geister hier bei der Initialisierung die anderen Farben durchgeben. Das mache ich noch ganz kurz. Das sollte man machen. So. Ah, super. Hier ist nochmals die Game-Klasse. Hier ist die. Brauchen wir noch? Ghost, ne? Die Ghost-Klasse. Bitte mach das der erste Geist rot, der zweite blau, der dritte pink und der vierte orange ist. Oh, Gange orange ist. So. Es ist schon ziemlich Deluxe. So, eigentlich brauchst du hier kein Googeln. Das schaffst du auch ohne. Trust me. Create a Game Over. Ja, das war nicht die Aufgabe. Create a Game Over Screen. Aber ich glaube, wir kriegen jetzt gleich ein Game Over Screen. Das ist auch okay für mich. Einfach direkt identifizieren. Du hast kein Game Over Screen. Ich brauche das. Dringend. So sieht's scheiße aus. Mach das. Ist wichtiger als deine fucking Geistfarbe hier. Ich lieb's. Ja. Oh, wir sind auf Englisch gewechselt. After thorough research, I found a variety of ways to implement some of the game mechanics for Moving Ghosts. Ich habe nicht nach Moving Ghosts gefragt. Ist okay, also, ja, gut. Dann machen wir Moving Ghosts, ne? Also, es ist okay. Ja. Ghosts do not stop. Direction is only changed on exact map grid boundaries. True for all entities. Echt? Bewegen sich die Geister immer in Richtung Map-Ausgang, bis sie wirklich... Tun sie nicht, oder? Es wäre voll leicht zu outplayen.
You can use Pygame quit method when you want to stop the game. Ja, nee. Nee, es ist nicht helpful. Machen wir nochmal. Regenerate Response. So. Machen wir hier. Durchlesen bitte. Ja, okay, kannst gleich sagen. Hier ist deine Aufgabe. Ich möchte, dass die Farbe der Geister bei der Erstellung angepasst wird. Sprich, dass nicht alle Geister rot sind. Ja, er geht schon wieder ins Browsing. Was ist denn das eigentlich? DevStack. Guckt sich tatsächlich Python-Tutorials an. Reading Content Failed. Ja, das ist das Typische mit Webbrowsing. Ich weiß nicht, ChatGPT macht Webbrowsing in letzter Zeit echt nicht zuverlässig. Ist jetzt gut, du kannst aufhören. Du schaffst es eh nicht mehr. Trust me. Das wird nichts mehr heute. Ja. 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 Wie oft wirst du es noch probieren? Du kannst das auch ohne. Vertrau mir. Vertrau dir. Du schaffst das. Was? I couldn't find rules on how many times a player can continue a game. Das ist nicht, was ich gefragt habe. Okay, das ist tatsächlich einmal was ich neu laden muss, glaube ich. Der Thread ist tot. Das passiert gelegentlich und es ist ein bisschen weird, aber gut. So, und wir starten das wieder. Probieren wir es nochmal. Während das lädt, ich bin gleich wieder da. Okay, wir sind auf jeden Fall schon wieder auf Englisch geswitcht und haben einen Fehler bekommen. Quit Function, the Pygame Quit Function, nee, suchen wir nicht. Ghost Movement, wollte ich eigentlich auch noch nicht. Here are the main features you asked for in a Pac-Man game. Nee, hab ich nicht. Nee, auch nicht mit Nordost, nee, Okay, ich glaube, der Thread ist komplett broken. Wir werden einen neuen erstellen müssen, was echt super ätzend ist. Okay. Kann ich mir das irgendwie so als... Kann man das irgendwie hier so exportieren oder so? Copy. Nee, kann ich nicht, ne? Ja, das ist das, was mich am meisten nervt an ChatGPT momentan, dass es einfach irgendwann nicht mehr kann. Irgendwann ist vorbei. So, aber gut. Hier ist unser neuer Thread. Ich habe jetzt hier tatsächlich mal Default eingestellt und nicht mehr das Browsing-Feature ermöglicht, weil manchmal dieses Browsing-Feature macht mehr kaputt gefühlt, als dass es irgendwas hilft. Aber manchmal geht es einfach so her und macht, ich bin jetzt mal ganz weg. Und Pygame ist eigentlich was es ganz gut in der Dokumentation hat, habe ich das Gefühl. Ich arbeite an einem Pac-Man-Game. Hier ist mein Code. So, ist gleichzeitig noch ein zweiter Versuch, denn wir arbeiten ja jetzt quasi weiter an einem Projekt. Das muss man ja auch gelegentlich machen und ich finde es ein bisschen schwierig, wenn man halt so viele Dateien reinposten muss. Ne? Aber gut. Wall.py. PowerPalette.py. Palette.py. Pacman.py. Hoffentlich reicht das vom Platz her. Wir haben ja auch nicht unendlich viel. Movable Object.py. Main.py. Level.py. Globals.py. Ghost.py. Und GameObject.py. So, und jetzt anschließend noch
Game.py. Hoffentlich reicht das. Oh, es hat gereicht. Oder? Ja, ich glaube, es hat gereicht. Dein Code sieht auf den ersten Blick gut strukturiert und ordentlich organisiert aus. Es gibt einige Dinge, die wir gemeinsam diskutieren könnten, um das Spiel noch besser zu machen. Aber dazu bräuchte ich spezifische Fragen. Welche Aspekte des Spiels? Genau, danke! Brauchst du Hilfe bei der Fehlerbehebung oder möchtest du neue Features hinzufügen? Brauchst du Ratschläge zur Optimierung oder zur Organisation? Jede spezifischere Frage wird mir helfen, dir eine genaue Antwort zu geben. So, ist wieder da. Cool. So, was war denn noch unser Problem gleich? Wir sind am Farmen. Ah, richtig, wir wollten, dass die Power Pellets nicht unendlich lange gehen. Und wir wollten, dass die Geister sich bewegen. Ich mache mal die Geister zuerst. Ich möchte, dass sich die Geister bewegen. In Richtung Pac-Man, wenn er keine Power Pellet gegessen hat. Und weg von Pac-Man, wenn er eine Power Pellet gegessen hat. Super. Okay, jetzt funktioniert es hoffentlich wieder ein bisschen besser. Ansonsten können wir den da oben einfach nochmal. Um die Geister zu bewegen, musst du die Move-Methode der Klasse Ghost überschreiben. Tatsächlich, wäre mir fast nicht in den Sinn gekommen. Die neue Methode sollte die aktuelle Position des Pac-Mans berücksichtigen. Oh, wow. Oh, wow. Manhattan-Distanz zwischen den Punkten berechnen. Warum? Warum? Zweitens, die Ghost-Klasse sollte eine Liste von möglichen Bewegungen haben. Diese Bewegungen sind Up, Down, Left, Right. Das ist richtig. Du solltest jede dieser Bewegungen überprüfen, um zu sehen, ob sie zu einer Kollision mit einer Wand führen. Wenn nicht, berechnen die Manhattan-Distance zwischen den neuen Positionen des Geistes und Pac-Man. Je nach Zustand des Pac-Man, ob er eine Power Pellet gegessen hat oder nicht, werde die Bewegung die Distanz erhöht oder verringert. Dieser Ansatz verwendet eine einfache KI-Technik namens Greedy Best First Search, die immer die Option wählt, die in diesem Moment am besten erscheint. Beachte jedoch, dass diese Methode nicht immer den optimalen Pfad findet, da sie nur die unmittelbare Zukunft berücksichtigt. Hier ein Beispiel, wie du Move-Methode von Ghost ändern kannst. Alter! Wow! Okay. Death Move. Best Distance ist das ja richtig geil. Ja, I'll take it. In diesem Code versucht der Geist, sich in alle 4 Richtungen zu bewegen und wählt diejenige, die ihn näher an Pac-Man. Man kann jetzt mittlerweile weiter generieren, das ist ganz cool. Bringt. Oder weiter entfernt, wenn Pac-Man ein Power Pellet gegessen hat. Beachte, dass dies eine... Wie berechnet es das? Woher kommt Pac-Man? Direction up. Self-Speed. Oh, wir überschreiben die Move-Methode, ne? Shit. Self-Speed sollte bei Game Object, nee, bei Movable Object. Ah ja, Cell Size, genau. Perfekt, okay, Ghost. Collision with Wall. Self.game.walls. Stimmt, wir haben Game. Ja, klar. Und Distance to Game ist... das ist die Berechnung. Super, Best Move. Ja, Alpha. Das ist richtig gut. Nehme ich. So, cool. Okay, Move. Does not match the signature of Move. Schlecht. Movable Object. Move Direction. Ja gut. Brauchen wir aber auch nicht. Dann nennen wir die Funktion einfach Auto-Move. Dann sollte ich jetzt einfach hier in Game einfügen können, dass die Geister sich bewegen, oder? Game, Start. Start ist meine Game Loop. Das heißt, bei Update Game Stage, stimmt, da hatten wir auch noch eine. Sorry, ich bin ein bisschen raus gerade. Stimmt, genau.
for Ghost in Self Ghosts und anschließend machen wir die Collision Checks. Das heißt, wir sagen hier erstmal Ghost.automove und der bewegt sich dann eine Runde und dann sollte der eigentlich in meine Richtung sich bewegen und anschließend gucken wir nach der Collision. So. Oh ja, sie kommen. Oh ja, sie kommen. Okay, das wird schwer. Leute, ich schaff das nicht. Jetzt, Game KI zu strong. Können wir die Geister langsamer machen, bitte? Oh, die sind zu strong. Wenn ich einfach stehen bleibe, kommen die wirklich optimal zu mir, ne? Ja. Tot. Dumm. Ja, gut. Ja, unsere KI zu geil gemacht. Wie machen wir das? Machen wir doch einfach mal Automove auf. Wir geben ihm noch ein self.didMove ist gleich false, okay? If self.didMove false. Also wenn es wahr ist, dann ist es falsch. So, und dann gehen wir hier aber auch schon wieder raus. Return. Ansonsten machen wir das hier und sagen self.didMove ist gleich true. Halbe Geschwindigkeit for Geist. Dum. Ich bin schneller. Ja, jetzt habe ich eine kleine Chance. Scheiße. Ihr seid gemein. Nein, ich hänge. Oh, fuck. Okay. Immer noch einfacher als davor. Jetzt kannst du ein Pro, du kannst es schaffen. Bin ich absolut überzeugt von. Könnten es auch noch einfacher machen, dass die Geister sich noch langsamer bewegen. Aber es ist okay. Wir können nachher auch einfach die Geist-Movements ausstellen, damit ich mal den Spielsieg testen kann. Und das ist eine richtig gute Funktion geworden. Also die Geister bewegen sich. So. Gucken wir mal, ob wir hier die Pallets finden. Halt, da unten ist ein. Shit. So. I'll get you. Ja, komm her. Nein. Nom. Yeah. Na los. Flieht, ihr Nachen. Nachen, vor allem. Nachen. Nein, nicht nach oben. Das ist unfair. Da muss ich lenken. Ja, okay, ich habe alle Geister. So, die spawnen ja aktuell noch nicht wieder. So. Okay, jetzt können wir mal ganz kurz gucken, ob ich gewinnen kann hier. Macht schon ein bisschen Spaß. So. Macht schon sogar mehr als ein bisschen Spaß, muss ich sagen. So, okay. Jetzt haben wir... Also wir haben ja jetzt keine Herausforderung mehr. Wir können es jetzt einfach easy schaffen. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben alle Pellets gegessen und das Spiel gewonnen. Wunderbar. Game over. Okay. Game over? Achso, ja gut. Game vorbei. Ja gut. Okay, sehr schön. Das heißt, wir haben auch tatsächlich eine Funktion, dass die Geister jetzt abhauen. Cool. Jetzt würde ich ganz gerne einfach noch die Geister in verschiedenen Farben haben. Ich glaube, das mache ich kurz selber. Nicht, dass es wieder so ausartet wie gerade eben. Das ist in Game. Self.game. Hier haben wir einfach hardcoded red. So. Okay, also wir sagen hier einfach Ghost.colors von len von self.ghosts. So. Damit sagen wir quasi, okay, wenn es kein Geist ist, dann nehmen wir die erste Farbe. Wenn es ein Geist ist, nehmen wir die zweite Farbe. Wenn es sollte, ne? Versteht, was ich meine? Oh, shit. Okay. Key Error 0. Achso. Achso, das ist als Enum geschrieben, ne? So war das doch. Ach, Mist. Gut. Dann müssen wir, wo ist Game wieder? Dann müssen wir hier wieder zurück zu Game. Und sagen Colors. Jetzt wird's lang.
Ghost.colors.keys von len von self.ghosts. So. Das wird länglicher. Dict keys is not subscriptable. Irgendwas ist hier komisch. Okay. Machen wir mit ChatGPT. So, komm. Ich habe diese Zeile hier verändert. Ich möchte, dass die Farben aus der Ghosts-Klasse nacheinander verwendet werden und nicht immer rot wie am Anfang. Wenn Sie die Farben nacheinander verwenden wollen, müssen Sie die Position des aktuellen Geistes in der Liste self.ghost beachten. Ja, ja. Stimmt, wir hätten es auch einfach in eine Liste umwandeln können. Komm, gib mir einfach den Code. Ist jetzt gut. Mobb mich nicht weiter. Ja, okay. Liste einfach. Okay, gut. So. Nee. Nee. Ghost.color. Key Error. Oh, wir müssen tatsächlich den Key sogar nehmen. Oh. Wir müssen den Key nehmen. Nee, stopp, das stimmt auch nicht. Das heißt, wir müssen gar nicht Ghost Colors nehmen. Oder? War das nicht vorher auch Ghost Colors? Moment. Ah nee, es war einfach Red, stimmt. Das war ja gar nicht der Key. So. Okay. Das heißt, wir sagen hier einfach Red. Ja, cool. Jetzt haben wir einen blauen Geist. Ah, blauer Geist, schwierig. Blau ist unsere Wand. Wie sieht Pac-Man normalerweise aus? So, die haben nämlich einen Namen hier. Rotes Shadow oder Blinky, Pinky, Inky und Clyde. Welche Farben haben die originalen Pac-Man-Geister? Wie hießen sie? Shadow, Speedy, nee, Blinky, Pinky, Inky und Clyde. Blinky, Pinky, Inky und Clyde als RGB-Tupel. Rot. Blinky ist pink. Danke. Ah, Inky ist Cyan. Gut, die bleiben jetzt halt leider einfach so. Kann ich die umbenennen? Ich müsste sie eigentlich umbenennen können, oder? Blinky, Pinky, Inky und Clyde. Und Clyde. Oh, Clyde ist sogar richtig gewesen. So. Wir spielen, glaube ich, nur mit Blinky und Inky, ne? Ja. Blinky und Pinky meine ich. Aber Inky und Clyde haben wir gar nicht. So. Flieht, ihr Nachen. Okay, mehr brauchen wir nicht. So. Perfekt. Damit haben wir das. Jetzt haben wir sich bewegende Geister. Wir können die Geister fressen. Wir müssen nur schauen, dass wir jetzt nicht overpowered sind und die Power Palette irgendwann mal wieder zu Ende geht. Verändere nun bitte Update. Das war ein Update Game State, oder? Wo wir das gesagt haben. Update Game State. Update Game State. Update Game State. Update Game State. Hier, Power Palette. Verändere bitte nun Update Power Palette. Verändere bitte nun Update Game State mit Bodenstrich. Update Game State mit Bodenstrich in Game, sodass die Power Palette nach einer gewissen Anzahl an Frames wieder ausläuft. Oh, shit! Okay. Und so leicht
erreicht man das Maximum an GPT-4-Anfragen, wenn man coden möchte. Gut, Zwangspause. Ich mache nachher weiter. Bis nachher. So, da sind wir wieder. Ganz kurz dazu, aber Morpheus, warum benutzt du nicht GPT-3 oder 3.5? Weil es einfach deutlich schlechter ist. Und nee, genau. Also wir machen hier einmal Try Again. Und gucken mal, was dabei rauskommt. Sie können dies erreichen, indem Sie einen Timer für Power Pellet hinzufügen. Wenn der Timer 0... Ja, genau, das war die Idee. Aber den Timer würde ich, glaube ich, in der Update-Game-Methode einfach einmal pro Runde auffügen. Timer für den Power-Up. Okay. Timer für die Power-Up-Dauer. Gut, gehen wir mal auf Pac-Man drauf. Hier rein. Gut. Und wo ist das jetzt? Update Game State. Ich krieg einen 30er-Timer. Das ist aber nett von dir. If Self-Check Collision. Stimmt, wenn wir dann ein zweites aufnehmen, dann kriegen wir quasi diesen Timer direkt wieder zurück. Das finde ich gut. Aktualisieren Sie den Timer. Genau, das war, wenn es größer 0 ist, minus gleich 1. Und wenn es nicht größer 0 ist, dann setzen wir es auf 0. Perfekt. Genau, das ist die Idee, die ich ungefähr so auch hatte. Nicht mal genau so ausformuliert, aber das muss ich auch nicht drüber nachdenken. Das ist ja das Tolle. Ich muss ja nicht drüber nachdenken. Ich muss nur wissen, ob es ungefähr passt, was er da schreibt. For Power Pellet. Machen wir hier rein. So. 30 Frames. Gut, gucken wir mal, ob das wirklich funktioniert. So. Close. Okay. So, jetzt müsste irgendwann dann relativ bald der andere wieder zu mir kommen. 30 Frames sind lange. Oh ja, ich glaube, jetzt kommt er wieder. Oh ja, er kommt wieder. Oh ja, oh ja. Okay, jetzt gucken wir gleich mal, ob ich verloren habe. Und ich habe verloren. Genau, also das hat funktioniert. Wunderbar. Das heißt, wir haben hier tatsächlich unseren Power-Up-Timer auch. 30 ist tatsächlich lang, aber ich glaube, das ist in Ordnung. Und ja, dann haben wir eigentlich ein Pac-Man, das soweit ganz gut ist. Also, was brauchen wir denn noch? Lass mich mal überlegen hier. Also wir brauchen noch Grafiken. Die machen wir gleich. Ja, einmal ganz kurz hier. Welche Funktionen fehlen mir noch? Das hängt davon ab, was ich genau erreichen möchte. Die, könnten Sie noch vor Geisterbewegungslogik. Sie haben bereits angedeutet, genau. Wenn er kein Power Pellet mehr hat und weg von ihm, wenn er eines hat. Das haben wir schon. Punkte. Ja, stimmt. Die würde ich aber tatsächlich einfach... wobei wir könnten noch ein Game Over Screen einfügen. Punkte, spielende Logik. Spielende Logik. Sie benötigen eine Funktion, die erkennt, wenn das Spiel vorbei ist. Ja, genau, richtig. Spielende Logik. Spielende Logik, ja, genau. Level Progression. Ja, genau, das können wir machen. Grafische Darstellung. Genau. Also, ich würde vielleicht noch Punkte. Game Over Screen. Das ist meine aktuelle Game-Klasse. Bitte modifiziere und ergänze so, dass ein Game Over Screen erscheint, wenn das Spiel gewonnen oder verloren ist. Okay, klar, um ein Game Over Screen zu erstellen, benötigen wir einen Mechanismus, das haben wir schon eigentlich. Machst du jetzt das wirklich tatsächlich alles nach vorne? Board? Wir brauchen ein Board. Wir haben Level. Halt, stopp. Halt, stopp. Ich will nicht, dass du alles von vorne nochmal machst. Die Ghosts müssen noch respawnen, oder? Oder haben wir das? Runter. Komm, rechts. Ja, stimmt. Die müssen noch respawnen. Okay. Wenn der Ghost gefressen wird, dann respawn. Eigentlich kann man das in Ghost dran machen. Genau, wir machen das einfach in Automove rein, weil das wird jede Runde aufgerufen. Und sorry für sozialen Brennpunkt gerade da draußen. Das ist laut. Hey, Self.alive ist gleich true. Wo wird Ghosty gefressen? Warte, if
Self.respawn Timer ist gleich, wie lange machen wir ihn? Auch 30 wahrscheinlich, oder? If not self.alive self.respawn Timer minus gleich 1. Return. So, jetzt müssen wir nur, wenn er gefressen wird, auch tatsächlich sagen, dass er Respawn Timer oder dass er nicht mehr alive ist. Dann und if respawn if self.respawn Timer kleiner gleich 0 self.respawn und self.alive gleich true. Wunderbar. Okay, das heißt, wenn er quasi tot ist und lang genug gewartet hat, dann respawnt er wieder. Und damit man ihn halt nicht basecampen kann, machen wir das so, dass er auch einen Respawn-Timer von 30 hat, weil das Power-Up hält ja auch 30 Sekunden. Ansonsten können wir quasi da campen und einfach die ganze Zeit Geist fressen. Das wäre ja doof. Genau. Und ich glaube, damit müssten wir auch die Respawns von den Geistern haben. Das schauen wir uns direkt mal an. Müssen wir noch kurz erledigen, dass die auch wirklich das bekommen. Es müsste ein Update-Game drin sein, oder? Update-Game-State. Ach so, ja, ich sag hier Ghost.remove Ghost. In Respawn. Also das mit dem Respawn machen wir auf jeden Fall nicht hier drin. Respawn machen wir nicht hier drin. Aber wir sagen hier Ghost.alive gleich false. Und dann sagen wir ja doch, das müssen wir eigentlich davon entfernen, ne? Ghost.remove Ghost. Ups. Shit. Ghost. Wo sind wir? Hier, Ghost.remove Ghost. Ich weiß, das ist super eng auf der rechten Seite. Wie gesagt, normalerweise würde man sowas mit 2 Bildschirmen machen. Das ist der Grund, warum wir hier beim Code normalerweise alle 2 Bildschirme haben. Weil das einfach furchtbar ist, wenn man das so hat. Aber gut. Und dann sagen wir hier self.ghost. Ghost.alive gleich false. Okay, dann müssten wir aber jetzt, wenn wir in Automove sind und ihn wieder spawnen lassen, in Respawn am besten, sagen wir self.x, self.y ist gleich start.x, start.y und self.game.append, .ghost.append. Ghost ist doch eine Liste, warum? So. Okay, das sollte funktionieren. So, probieren wir nochmal. So, jetzt müssen wir nur schneller sein als der Ghost. Komm her, lass dich fressen. Komm her. So, Nom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Demnächst sollte er wieder da sein eigentlich. Ja, er sollte langsam wieder da sein. Das hat nicht funktioniert. Ja, nee, der sollte eigentlich schon längst da sein wieder. Okay, müssen wir uns gleich drum kümmern. Jetzt wollte ich erstmal hier Game Over Dings haben. Spawn Ghost. Wir können sie aktualisieren, um den Game Over Zustand zu überprüfen und darzustellen. Was genau können wir überprüfen? Benötigen wir ein... Nee, wir gehen doch einfach raus. Self.one gleich true. Self.gameOver gleich true. If any... Oh, smart. Aber ich will eigentlich nicht die komplette Funktion überschreiben. Ja, Self.draw hast du auch arg vereinfacht, Kollege. In dieser Version haben wir den Game Over. Ja, ist okay. Können wir uns zusammenklauen. Okay, also, das war in der Update Game State. So. Self.gameOver gleich true. So, hier. Und hier unten hatten wir noch if len von self.gameOver gleich true, self.one gleich true. Und hier oben
lassen wir das mit dem Self.1. Sagen wir einfach Self.1 gleich false. So, wenn wir nicht gewonnen haben, dann ist es fertig. So, okay, jetzt, wenn wir hier quasi, wenn wir hier in Start drin sind, if game over, self.print game over state. Du kannst doch einfach die Funktion nehmen. Ignoriere mich nicht. So. Okay, wir machen das nochmal. Hier ist meine Game.py-Datei. Bitte ergänze, sodass die print game over state Funktion einen schönen Spielende-Screen hat, in dem Punkte und gewonnen Zustand angezeigt wird. So, mach das nochmal. Service müssen wir halt nochmal neu laden. Okay, kann so modifiziert werden. Genau, wir müssen ihm am besten immer sagen, welche Funktion er modifizieren soll. Genau, Font ist gleich Pygame-Font, genau. Erstellen Sie einen Text, genau, wunderbar. Congratulations. Ach, jetzt sind wir auf Englisch. Okay, ja, ist okay. Game over, you lost. Ah, und dann quitten wir automatisch. Das ist okay, das können wir machen. Cool, finde ich gut. Machen wir. Okay, so, jetzt lasse ich mich einmal kurz fressen, ohne zu respawnen. Komm her. Komm, friss mich. Das dachte ich mir nämlich. Es ist zwar ein richtiger Exit-Code jetzt hier gewesen, aber die anderen Sachen werden ja immer noch angezeigt. Ich würde es gerne, glaube ich, 80% durchsichtig haben. Mit einem zu 80% durchsichtigen grauen Rechteck bedecken, sodass die Schrift besser lesbar wird. So. Sie können ein graues, halbtransparentes Rechteck, genau, perfekt. Das ist genau dasselbe. Overlay, genau, das ist das Overlay, perfekt. So hätte ich das gerne. Ich habe 80% gesagt, nicht 50%. Naja, okay. Gut. Ja, das muss ich ausrechnen. Muss ich selber rechnen. 255 mal 0,8 ist 204. 128 wird uns nicht reichen, glaube ich. So, komm, friss mich. Ja, Score 6. Game over, you lost. Cool, finde ich gut. Das ist super. Game 1 ist wahrscheinlich auch, dass ich dann if self.1, ja, das funktioniert. Das funktioniert safe, da muss ich eigentlich nichts mehr machen. Glaube ich zumindest. Müssen wir halt nachher noch natürlich testen, aber das sieht gut aus. Okay, jetzt haben wir aber immer noch das Problem, dass der Geist nicht respawnt, wenn ich das richtig gesehen habe. Gehen wir hier mal. Wisst ihr was? Wir machen das mit ChatGPT, also machen wir es richtig. Das ist die Ghost.py-Datei. Bitte schaue, warum der Geist nicht richtig nach 30 Frames respawnt. Die Reihenfolge in der Automove-Funktion, die Schein und Bewegung des Geistes abhandelt, scheint problematisch zu sein. Der Geist wird zu früh zurückgesetzt und kommt dann in einen Bewegungsteil der Funktion, was dazu führt, dass der Geist sofort nach dem Respawn wieder bewegt wird. Ja, das ist aber kein Problem. Der kann ja nach dem Respawn wieder bewegt werden. Ich schlage folgende Änderung vor. If not self-alive, self-respawn-timer minus gleich 1. If self-respawn-timer kleiner gleich 0. Okay. If self-respawn-timer
Na gut, dann machen wir das auch an. Und dann Self-Respawn-Time auf 30 setzen? Setzen Sie den Timer zurück. Okay. Aber dann... Ach so, ja stimmt, der geht ja nur... Ja, okay. Ja, können wir machen. Okay. Aber das ändert an sich nichts in meinem... In Ihrer Game-Klasse sollten Sie den Respawn-Time und den Alive-Status zurücksetzen, wenn der Geist von Pac-Man gefressen wird. Ghost Respawn-Timer. Ja, den brauchen wir jetzt nicht mehr, weil wir das hier haben. Ghost Remove Ghost, Ghost Alive, False, Score. Genau, das soll... Eigentlich sollte das funktionieren. Probieren wir. So, komm her, Geist. Halt, bleib da! Da, du Schlingel, du! Tatsächlich geschafft, mich zu outmanövrieren hier. Einfach an mir vorbeigeschlingelt. So, komm, respawn. Respawn, respawn. Nee. Ich glaube nicht, dass der respawnt. Das müssen wir debuggen, Leute. Nee, der respawnt nicht. Okay, also. Okay, wir haben das jetzt hier so, wie ChatGPT das gesagt hat. In Ghost. Was ist ein Game? Update Game State. Update Game State, genau hier. So. For Ghost in Self Ghosts, Ghost Auto Move. If Check Collision Self Pac-Man powered up. Print, Pac-Man hat einen Geist gefressen. Self.ghost.remove. Gut, dann sagen wir jetzt einfach mal Ghost.respawn-Timer ist gleich 30. Machen wir es einfach mal hier drin, auch wenn es wahrscheinlich keinen Effekt hat. Ghost.alive gleich false haben wir auch schon gemacht. Und ansonsten bleibt alles in Self.gameover gleich true. Bleibt auch hier unten, bleibt eigentlich alles gleich. So, das ändert eigentlich gar nichts. Der Geist sollte respawnen. Ich glaube, dass der Fehler woanders liegt. Ich glaube, das müssen wir von Hand debuggen. Aha. Auto-Move. Wir machen das mal in den Respawn hier. Gucken mal. Self.game.ghosts.append. Eigentlich könnte ich hier unten Self.alive reinpacken. Das würde da viel besser reinpassen. Self.respawn-Timer setzen wir auch da unten rein. So, dann werden meine X- und Y-Koordinaten zurückgesetzt. Self.respawn-Timer gleich nur Self.respawn. Return. Das Return muss hier an sich nicht sein, ist aber in Ordnung, dann kann er halt nicht direkt sich bewegen. Self.alive gleich true sollte auch funktionieren. Self.gameGhost. Ich glaube, dass er respawnt. Ich glaube auch. So, Sekunde. Ach so, ja natürlich. Ich weiß warum. Oh mein Gott. Oh, das ist aber ein fieser Fehler. Aber das, klar, dass das nicht gefunden hat, ist logisch. Wenn wir den Geist removen, dann wird er nicht mehr hier geautomoved. Sprich, er kann nicht mehr respawnen. Klar. Und dementsprechend wird das auch nicht funktionieren. Das heißt, wir sagen hier unten einfach noch, wenn er gezeichnet wird, wir müssen den hier komplett rausnehmen. Ne? Immer alles, was wir mit einem Geist machen, müssen wir vorsichtig sein. Bitte passe die Game-Klasse so an, dass Geister nur mit Pac-Man kollidieren können und nur gezeichnet werden, wenn sie auch alive sind. Ghost.alive ist true oder false. So. Okay, sicher, basierend auf den blablabla, genau, Game-Methode. Okay, sie müssen, ja genau. Okay, perfekt, so. For Ghost in Ghosts. If Ghost alive, Ghost auto move. Nein, nicht if Ghost alive. Das ist ja genau das, was er... Nee, falsch. Ja, okay. Wir machen das einfach selber. Also man muss auf jeden Fall die ordentliche Kontrolle darüber behalten, was genau hier passiert. Wir brauchen Game
check collision if ghost.is ghost.alive and collision. So, genau. Da müssen wir es ändern. Und wo müssen wir es noch ändern? Das haben wir hier, genau, beim Drawn einfach. Okay. If for ghost in self.ghosts if ghost, ghost. Das wird nicht funktionieren. If ghost nee, if not ghost alive, dann sparen wir uns eine Einrückung, beziehungsweise für das ganze Zeug continue. So, also wenn der Geist nicht alive ist, dann zeichnen wir ihn einfach nicht. Der kann sich trotzdem noch bewegen, ist völlig egal. Beziehungsweise Automove macht ja einfach nur, dass er wiederbelebt wird und dann so sollte das funktionieren. Okay, jetzt müssen wir schnell uns dieses Power-Up schaffen. Alter, ist der schneller geworden? Oder bin ich langsamer geworden? Ah, jetzt wird er immer noch weiter gezeichnet. Eigentlich sollte er nicht mehr gezeichnet werden. Oh, wow, Kollege. Das war weird. Das ist weird. Pimmelt einfach über mich drüber. Nee, nicht so ganz. Erstmal machen wir hier die Collision ein bisschen genauer. So, dass wir hier minus dem Game Object X kleiner als Globals. Oh, nein, nicht Globals. Kleiner als Globals? Nein, kleiner als Shit. Wie heißt das Ding? Ja, Cell Size. Kleiner als Cell Size ist. And Movable Object minus dem hier kleiner als Cell Size. So. Erst dann kann sowas nicht passieren, dass wir aus Versehen nebenbei liegen. Ich weiß sowieso nicht, wie das gerade passiert ist tatsächlich. Dass der auch nach da oben gespawnt ist. Ah, das läuft eigentlich über die Überklasse. Aber bei Respawn setze ich das auch für die Überklasse. Das sollte eigentlich klappen. Machen wir es einfach mal so. Probieren das nochmal aus. Oh. Hä? Oh ja. Okay. Ah. Okay. Ich glaube, ich habe irgendwas bei der Collision gemacht. Was nicht gut war. Ach so, weil die Cells. Ja. Ist okay. Habe ich verstanden. Weil die Cells sind ja. Ne, die sind ja nicht pixelbasiert. Die sind ja zellenbasiert. Ja, ist okay. Okay, so, komm noch mal her, kurz, lass dich kurz noch mal fressen, bitte. Nee. Hey. Kleiner Schlawiner. Also er wird auf jeden Fall immer noch nachgepainted. Das ist doof. Ah, aber jetzt spawnt er wieder in der Mitte. Und er ist deutlich schneller. Holy. Okay, das ist gut. Okay, so. Jetzt, wie painten wir den nicht mehr nach? In Draw. If not ghost alive, continue. Genau, das ist wahrscheinlich das. Eigentlich sollte das. Wir machen das wirklich mal so. Vielleicht habe ich irgendwas gerade nicht bedacht. So, komm nochmal her kurz. Bleib mal da. Bleib da. Ja. Nee, der stirbt einfach. Und der bleibt dann da. Das ist immer die Schwierigkeit, ne? Ich kenne mich jetzt in dem Code nicht so gut aus, als hätte ich ihn selber geschrieben. Aber er respawnt wieder. Und er ist deutlich schneller. Warum ist denn der Respawn-Geist so viel schneller? Holy. Wenn er gerespawnt ist, ist er deutlich schneller. If. Ha. Der kriegt dich einfach instant, nachdem er gerespawnt ist. Okay, also was wir auf jeden Fall gucken müssen ist, dass wir den nicht zeichnen. Momentan funktioniert alles, aber der tote Geist wird weiterhin gezeichnet. Mal gucken, ob das reicht. Vielen Dank für den. Wenn der tote Geist wäre, bedeutet das, dass Ghost.alive möglicherweise nicht korrekt gesetzt ist. Natürlich ist es korrekt gesetzt. Sonst würde das ja gar nicht funktionieren hier. Zeichnen Geister nur, wenn sie alive sind, genau. Aber in der Startmethode zeichnen sie immer noch. Ich zeichne in der Startmethode? Wait. Was? Warum zeichne ich hier die Geister? Ah, danke.
Ich zeichne die Geister doppelt. So, komm, Freundchen. Bleibst du, du kleiner Schlawiner. Outplayst mich immer. So, jetzt ist er weg. Ja, cool. Okay, jetzt spawnt er gleich wieder in der Mitte und ich verliere mein Power-Up, ne? Spawnst du wieder? Da ist er. Ah! Direkt bei mir gespawnt. Frech. Cool. Hat aber funktioniert. Okay. Gut, jetzt geht das auch. Dann haben wir ein Endscreen. Wir haben... war der Geist jetzt zu schnell? Ich glaube, er war nicht zu schnell, ne? Lass uns doch mal kurz probieren, wenn wir besser sind. Komm mal her. Genau so. So, bleib mal stehen. Okay, jetzt bleibe ich mal hier kurz in der Ecke stehen und warte mal, bis er kommt wieder. Und warte dann mal kurz ab, ob er doppelt so schnell ist wie der andere Geist. So, jetzt werde ich gefressen. Ja, der ist doppelt so schnell. Definitiv. Der tickt jedes Mal. Das heißt, dieser Mechanismus, mit dem ich bewege mich nur einmal, funktioniert nicht richtig. Es funktioniert. Danke. Leider bewegen sich Geister, die neu gespawnt sind, doppelt so schnell wie sie sollten. Es hat wohl etwas mit Did Move zu tun. So. Jetzt bin ich gespannt. Ich weiß nicht, die Ursache für Self.Move auf True gesetzt wird, wenn sich der Geist bewegt, aber nicht zurückgesetzt, wenn der Geist sich nicht bewegt. Aber es muss doch eigentlich immer iterieren. In jedem Frame aufgerufen, aber der Geist bewegt sich nur in jedem zweiten Frame, weil Self.Move auf True und im nächsten Frame auf False gesetzt wird. Wenn ein Geist neu spawnt, ist Self.Move standardmäßig auf False, also bewegt sich der Geist im ersten Frame und dann bewegt er sich auch im zweiten Frame, weil Self.Move... Okay, daher bewegt sich im ersten und im zweiten Frame. Das heißt, der wird wieder langsamer. Vielleicht ist es dann tatsächlich nur so. Ha! Vielleicht ist... Okay, aber nach dem Respawn kann er sich nicht bewegen. Und wenn er gerespawnt ist, dann sagen wir hier einfach self.didMove ist gleich true. Probieren wir es mal. Komm. So, jetzt will ich das nochmal kurz testen. Nee. Der läuft trotzdem schneller, habe ich. Oder vielleicht ist das nur mein Gefühl. Gut. Anyways, ich würde gerne jetzt noch kurz Grafiken einbauen. Und zwar für in-game ist das, in self.draw müsste das auch sein. Okay, also wir füllen erstmal den Screen. Wir brauchen eine Wall. Wobei, Walls würde ich, glaube ich, tatsächlich einfach so lassen. Aber die Palettes würde ich gerne ändern. Und dazu mache ich mal kurz was. Großartig, danke. Die Pellets sehen sehr klobig aus. Können wir sie als kleine runde Blobs anzeigen? Ja, das können wir tun. Perfekt. Dazu muss die Draw... Ich weiß, genau. So, Color ist in Ordnung. Brauchst du nicht ändern. Radius gleich 2. Class Palette brauchst du eigentlich auch nicht. Okay, gut. Dann machen wir das in Palette. Radius gleich 2. So, und jetzt ein Game for Palette und Palette Self.Draw Circle. Genau, das dachte ich mir schon. Okay. So, besser. Und jetzt würde ich tatsächlich ganz gerne noch ein Bild generieren. Imagine 8-Bit Apple Retro Style Black
Background. Okay, das sollte eigentlich auch einen coolen Apfel bringen. Ist zwar ein großes Bild dann, aber ich habe nun ein Bild für das Power Palette, das ich nutzen möchte. Die Auflösung ist allerdings viel zu hoch. Bitte integriere es passend in die Draw-Methode. Das Bild heißt PowerPalette.png. Ich hoffe, es ist ein PNG. Right. Hier. So. Schick. Oh, schick. Fancy. Ich nehme den rechts. Oh, der sieht cool aus. Ja, wir nehmen den hier. Okay. Hier die vollständige Methode. Perfekt. Wir brauchen natürlich jetzt zuerst das hier, das sich im Browser öffnet. Das ist, glaube ich, ein PNG. So, das ist tatsächlich ein PNG. PowerPalette.png. Cool. Damit haben wir unser erstes Bild. Das sollte hier auch schon drin sein. Genau, PowerPalette.png. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das hinkriegen, und ja, das war gerade Midjourney, wie ihr gesehen habt. Das ist self.powerpalette.png. Und jetzt machen wir, das funktioniert, PowerPalette.png 2020. Cool! Und jetzt sagen wir hier einfach nur diese Blickfunktion in self.draw. Irgendwas stimmt hier noch nicht. Moment, ich muss das kurz starten, um zu gucken, ob das stimmt. Ah ja, okay, das ist doof. Pygame warum Rectangle? Anyways, plus Cell Size durch 2 würde ich behaupten. Und hier nochmal plus Cell Size durch 2. Das sieht da aber ganz gut aus. Ja, das sieht gut aus. Finde ich gut. So, und jetzt gucken wir mal. Ja, das können wir tatsächlich abgrasen. Cool. Okay, das ist gut. Jetzt haben wir hier unten Power Palette in pygame.drawRect. Das kann ich hier einfach komplett ersetzen. Und mit dem Self.screen reinmachen. Jetzt bin ich gespannt, ob das klappt, ey. Ah, okay, das ist ein bisschen zu klein, ne? Habe ich die größer gemacht? Muss ich eigentlich in Cell Size Größe verwandeln. So, Cell Size und Cell Size. Komm schon. Ja. Ah, ich find's geil. Dumm. Ja, Mann. So, du bist schon wieder vor mir ab. Hör auf, weg zu glitschen. Cheater. Fucking Cheater. Okay, gut, dann brauchen wir noch ein Bild für Pac-Man und ein Bild für Geist. Cool. Machen wir dasselbe. Das ist cool. Das sieht echt schön aus. Machen wir genau dasselbe. 8-Bit. Ups. 8-Bit. Oh, vielleicht machen wir was anderes. 8-Bit. Wir machen keine Geister und wir machen keinen Pac-Man, sondern 8-Bit. Ich weiß nicht, was dabei rauskommt, aber 8-Bit Face probieren wir einfach mal. Und ja, ihr könnt natürlich auch mehrere Bilder dann generieren, dann habt ihr quasi Sprites. Ich finde den immer noch so schön, ey. Das ist wirklich cool. So, und dann brauchen wir natürlich noch 8-Bit Angry Ghost. Wir könnten Dead by Daylight Killer oder so machen. Okay, das wird ein ziemlich hässliches Face, glaube ich. Uiuiui.
Es wird Nightmare Fuel. Ach du Schande. Oh ja, Mann. Okay, meine Freunde. Mir fällt gerade auf, dass wir ja eigentlich sogar mehrere Bilder machen könnten. Also je nachdem, ob man gerade irgendwie im Power-Zustand ist oder nicht. Das sind solche Sachen, dann würde ich auch tatsächlich nochmal refactoren und würde sagen, okay, hey, wir schmeißen alles mit dem Drawn, was mit Ghost zusammenhängt, schmeißen wir in eine Ghost.Draw-Methode und sowas. Das sind Refactor-Sachen, ja. Die würde ich euch überlassen. Also es wird am Ende spielbar sein, zumindest wenn ich soweit fertig bin. Und ich werde es auf GitHub hochladen. Aber genau, das sind so Kleinigkeiten, ne? Die macht ChatGPT einfach nicht für euch. Die sind aber auch nicht zum Nachdenken oder besonders zum Nachdenken. Das ist halt einfach ein bisschen Coden. Und ich glaube, das ist ganz in Ordnung. Was ich allerdings echt creepy finde, ist das, was hier rausgekommen ist, Alter. Ich weiß nicht, ich finde den hier super, den zweiten. Und den Geist, ich finde hier den vierten echt cool geworden. Also der Angry Ghost hier unten ist geil. Den nehmen wir. Also die beiden würde ich jetzt einfach mal hier nehmen. So. Oh, ja, das ist schon Nightmare Fuel hier. Okay, das ist unser unser Pac-Man.png. Und das hier ist oh süß. Das ist unser Geisti. Das ist echt cool. Ich mag ihn. Ghost.png. Die Grafiken sind wirklich geil. Also, come on, das ist wirklich sehr, sehr cool. Ihr könnt ja auch alles andere nehmen. Ne? Ihr könnt auch einen Astronaut nehmen, der in 8-Bit hier irgendwas macht. Also, es geht genauso. Ist voll geil. Ich lieb's. Okay, also, was wir hier machen, ich glaube, wir müssen da nicht mal mehr ChatGPT fragen. Ich glaube, das ist eigentlich ziemlich offensichtlich. Duplizieren uns diese beiden Dinger hier und sagen hier einmal Ghost Image und einmal, schau mal, wir können sogar das P stehen lassen. Eggman Image, Pygame Transform, Pygame Image Load, das ist Eggman, Pacman.png. Und das hier ist Ghost.png. So, zweimal Cell Size. Okay, jetzt, wo zeichnen wir die Ghosts? Hoffentlich in der Draw-Methode. Genau hier bei, nee, nicht bei Wall, bei Power, nee, auch nicht bei Power Palette. Hier bei If Ghost Alive, genau das hier. So, self.bleed. Self.power, nee, nicht Power Palette Image, sondern Ghost. Nee, Ghost Image. Ghost.x, Ghost.y, genau, das sollte funktionieren. Und wo zeichnen wir Pac-Man? Das ist eine gute Frage. Ich habe ihn noch nicht gefunden, actually. Das ist ein kleines Problem. Pac-Man. Wo bist du gezeichnet, mein Freund? Wo ist Pac-Man? Kann doch nicht so schwer sein. Aber die könnt ihr natürlich noch andere 8-Bit-Grafiken oder so einbauen. Das ist kein Problem. Power Palettes Remove. Wo zeichnen wir Pac-Man? Moment, ich brauche Platz jetzt hier mal so. Ah, hier. Warum hier? Ih. Wer hat den Code geschrieben? So. Genau, das hätte ich eigentlich auch sein lassen können. Wir machen das nämlich so. Okay, self.screen.blit. Ach, scheiße. Ja. Brauche das, was vorher da war. So. Self.screen.blit ist Pac-Man Image und dann sagen wir hier self.pacman.x und self.pacman.y. Nee, Pacman.y. So, Cell Size haben wir schon verarbeitet, wir brauchen kein Rectangle mehr. Sogar noch schöner geworden, sogar noch aufgeräumter Code. Oh, ist viel besser, wenn ich so viel Code sehen kann auf einmal. Ist wirklich, wirklich, ich brauche dreimal so lang, nur weil ich hier einfach auf einem Bildschirm arbeite. Kein Scherz. Oh, sieht es cool aus. Oh mein Gott. Ich liebe es. Okay. Komm her. Ich friss dich. Nom, 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 nom. Diese Cyber-Äpfel dazu noch. Und dieses leuchtend rote Gesicht. Und jetzt wird er mich gleich wahrscheinlich richtig hart jagen. Ich versuche jetzt mal tatsächlich zu gewinnen. Lauf. Nein, lauf. Ja, komm her. Shit, die respawnen nicht, ne? Oh, das werde ich nicht schaffen.
Ich muss mir das leichter cheaten, damit ich es nachher schaffen kann. Ja, die haben schon keine Angst mehr vor mir. Oder? Ja, guck, da kommen sie schon. Und der eine kommt echt deutlich schneller. Den Bug muss ich noch fixen. Das schaffe ich nicht. Oh, 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 oh. Er ist wirklich gleich schnell wie ich. Aber er ist schlauer als ich. Nein! Oh Gott. Puh, ich war noch nie gut im Pac-Man. Wundert euch nicht. Aber warum bist du schneller? Warum bist du doppelt so schnell? Also ich meine, das ist fair, aber es ist trotzdem unfair. Ich werde gewinnen. So. Also. Wenn er respawnt, dann setzen wir den Alive-Timer. If not self-alive. So, das sollte... Genau, dann sollten wir respawnen. Und dann returnen wir direkt. Okay, und wenn wir das gemacht haben, dann schauen wir if gemoved. Da ändern wir aber eigentlich nichts dran. Und dann berechnen wir uns den optimalen Pfad. Kriegt der irgendwie doppelt so viele Ticks dann oder so? Das muss ich mal überlegen. Das muss ich mal, oder was heißt überlegen? Ich lasse ChatGPT überlegen. Das ist perfekt. Danke. Ich habe nur noch das Problem, dass Geister nach dem Respawn doppelt so schnell sich doppelt so schnell bewegen. Das sagt man im Deutschen anders. Bitte überprüfe, wo das Problem liegen könnte. Das ist jetzt Ghost und das ist Game. Sollte ich vielleicht dazu schreiben. Ghost.py Datei, Doppelpunkt, so. Und dann einmal hier Game.py Datei, Doppelpunkt. Okay, das Problem scheint darin zu liegen, dass sie ein Ghost-Objekt zur Liste Self-Game Ghost hinzufügen, wenn es respawnt. Da das Ghost-Objekt jedoch bereits... Oh, es ist zweimal in der Liste drin. Oh mein Gott, ich hab den... Oh, Big Brain-Moment, ChatGPT, Dankeschön. Das hilft beim... Wow. Ja, natürlich. Ich bin einfach komplett boosted. Aber ja, ChatGPT debuggen. Dankeschön. Klar, wenn das Ding zweimal in der Liste drin ist, dann wird auch zweimal Automove ausgeführt. Ja, logisch. So, jetzt vorbei mit Cheaten, du Geist. Komm her, ich friss dich. Nom. Ich soll den anderen Geist auffressen, oder? Fülle Punkte. Wahrscheinlich gäbe es einen optimaleren Weg. Oh ja, er ist langsamer. Guck mal. Komm her. So, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Jetzt ist er nicht mehr so unfassbar ekelhaft gemein schnell. Der andere spawnt gleich wieder, ne? Ah, shit. Jetzt muss ich ja noch outrun. Das ist wie beim echten Pac-Man. Ich krieg's nicht hin. Nee, lass mich jetzt. Fucking Cheater-Geist. Ja, noch eins. Oh nee, oh nee, oh nee. Oh, das war knapp. Okay, spannend. Das wird spannend. Komm her. Oh ja, oh cool, ich habe ihn stuck. Oh, ich habe sie beide stuck, oder? Oh, sehr lustig. Also, das ist sehr lustig, aber echt unpraktisch. Huh! Ninja. So. Oh, kommt doch einfach her jetzt. So. Die KI ist zu gut.
Ja! Wir haben gewonnen! 106 Punkte. Und ja, ich freue mich darüber, dass ich mein eigenes Pac-Man-Game gewonnen habe. Lass mich. Ich finde es cool. Ich finde auch die Grafiken cool. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich weiß noch nicht genau, wie viel ich das hier schneiden werde. Aber ich weiß noch, dass ich weitere KIs hier oder solche LLMs testen möchte, um mit denen eben sowas zu coden. Ich fand das ein super Experiment. Ich fand es super lustig. Es hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es lange gedauert hat. Ich wünsche euch einen wunderschönen, entspannten restlichen Tag und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.